2024 neigt sich dem Ende und bevor es das wirklich tut, möchte ich einmal in diesem Video hier Revue passieren lassen und schauen, was ich denn dieses Jahr alles so kreativ erreicht habe. Und nicht nur das, ja, es geht nicht nur darum, ey, was ist alles passiert, was habe ich alles gemacht, nee, ich möchte mit dir quasi auch ein bisschen die Learnings reflektieren, also was ich so in dem Jahr gelernt habe, neben dem, was ich auch produziert habe. Ja, also du wirst auch meine Artworks sehen, die werde ich mit dir teilen. Und ich werde auch einen kleinen Ausblick geben, was ich so für das nächste Jahr geplant habe. Also wenn du darauf Lust hast, ja, das Jahr kreativ Revue passieren zu lassen, wenn du interessiert bist daran, was ich so dieses Jahr gemacht habe als professionelle Künstlerin. Und ja, kannst du vielleicht auch nebenbei gleich mit dein eigenes Jahr reflektieren, ein paar Learnings hoffentlich mitnehmen und dann natürlich auch Learnings beziehungsweise Ziele, besser gesagt, für das neue Jahr selber setzen. Ja, also ich hoffe, das inspiriert dich. Also lehn dich zurück, mach dir eine schöne heiße Schokolade oder irgendwas passend zu der Jahreszeit und dann würde ich sagen, let's go, schauen wir mal rein. Das erste, was ich machen würde, ist, wie gesagt, ein kleiner Rückblick. Und dazu habe ich, wie du sehen kannst, hier mal mein iPad vorbereitet und bin da auf Instagram gegangen. Ja, kleiner Tipp auch an dich. Es gibt dieses Feature, man kann in das Archiv gehen. Deine ganzen Stories werden tatsächlich gespeichert. Ja, und das finde ich eigentlich eine tolle Sache, weil ich da tatsächlich sehen kann, was denn das Jahr über passiert ist, weil ich relativ oft nicht alles, aber ich teile schon sehr viel von dem, was ich mache. Und dadurch ist es tatsächlich mir leichter möglich, Revue passieren zu lassen, weil ich sonst mich an vieles nicht erinnern würde. Es ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Ich habe noch nicht komplett reingeschaut, aber ich habe hier und da ein paar Sachen gesehen, an die ich mich sonst nicht erinnert hätte. Also würde ich sagen, schauen wir mal direkt rein. Ja, also so gestartet ist das Jahr. Ich war tatsächlich noch zu Hause, weil ich mache das oft so. Vor allem, wenn das Video rauskommt, dann bin ich wahrscheinlich auch gerade noch zu Hause. Also was heißt zu Hause? Bei meinen Eltern. Ja, da fahre ich meistens gegen Ende des Jahres nochmal zurück nach Sachsen und verbringe da die Zeit mit denen. Und tatsächlich habe ich das neue Jahr da auch gestartet. Ich bin da erst ein paar Tage danach zurückgefahren. Da musste ich auch noch nicht zurück sein. Ich kann ja auch gut unterwegs arbeiten, wenn ich gerade keine Aufnahmen machen muss. Da geht das ganz gut. Und bei meinen Studenten und Schülern, das fängt meistens auch erst so in der 2. Januarwoche an. Da geht das ganz gut. Ja, aber so richtig, die ersten kreativen Werke, wie du hier siehst, die sind eigentlich erst dann so, ja, tatsächlich hier schon am 3. Januar entstanden. Da habe ich nämlich angefangen. Hier war ich dann wieder zurück anscheinend und habe da auch die Weihnachtspost, die noch übrig war, geöffnet. Da habe ich angefangen, oder was heißt angefangen, eher fertig gemacht, mehr oder weniger. Die letzten Sachen für den Kurs Zeichnen lernen mit der S-Methode Teil 2, ja, also Proportionen zeichnen lernen, da ging es gerade nochmal darum, das hatte ich nicht mehr geschafft. 2023 bin ich nicht mehr ganz fertig geworden mit und deswegen kannst du hier sehen, habe ich noch ein paar Aufnahmen dazu gemacht. Hier vor allen Dingen, da war ein Beispiel zum Proportionszeichnen, hier jetzt an dem Beispiel von dem Auto, da ging das weiter, jetzt ist gerade geswitcht, sorry, ich muss nochmal kurz neu laden. Ja, und ansonsten neben dem, also ich würde sagen, Januar stand wirklich so im Zeichen von der Kursproduktion und generell viele Monate habe ich eben an Kursen gearbeitet, aber da vor allen Dingen Zeichnen lernen 2 war ein großes Thema. Ich habe aber auch die SA-Challenge, ja, kurz zur Info, falls du es nicht weißt, veranstalte ich gerade jedes Jahr auf Discord, wer da Werke zu meinen Kursen einreicht, die SA-Challenge, ja, der kann da mit zum Beispiel einer Urkunde wie dieser jetzt rechnen, die habe ich letztes Jahr erstellt oder Anfang dieses Jahres zu der Challenge vom letzten Jahr. Die geht gerade aktuell zu Ende, die Jahreschallenge, aber die wird auf jeden Fall wieder stattfinden. Da kannst du auf jeden Fall schon sehr gespannt sein. Kannst dich gern mehr dazu informieren. Da werde ich auch Sachen dazu verlinken unter dem Video. Kannst du gern wieder teilnehmen und eben auch neben Urkunden gibt es auch andere tolle Preise zu gewinnen, ja, wie Grafiktabletts und Bücher und Stuff. Also mitmachen lohnt sich, wenn du lernen willst und gleichzeitig noch, ja, learn to earn, auch noch Sachen gewinnen willst. Das ist eine tolle Sache, kreativ sein, lernen und noch Sachen abstauben. Also mach da gern mit. Noch so als kleine Werbung. Also das habe ich das erste Mal auch selber angefertigt, so mit Heißfolienveredelung. Es hat richtig viel Spaß gemacht und die sind richtig gut rausgekommen. Aber da war ich schon ein bisschen proud, ja. Dann habe ich hier mal ein paar alte Kakaokarten von mir tatsächlich noch gezeigt. Hier von Leon der Profi. Das habe ich vor einer Weile angefertigt. Ich weiß nicht, warum ich die da gerade angeguckt hatte, Anfang Januar. Ich bin ein bisschen nostalgisch geworden anscheinend. Ja, das
Dann weiter am Kurs geschnitten, da war es sehr viel Videoschnitt logischerweise zu diesen letzten Teilen und eben vor allen Dingen viel um Thumbnail Drawing ging es da auch, wie du hier sehen kannst. Also viel in Schwarz-Weiß-Werten natürlich auch Proportionen erfassen oder Bilder generell erfassen, Studien davon machen. Das war auch ein großes Thema. Da habe ich sehr viel Zeit im Januar investiert. Ich habe angefangen mit meinem neuen Selbstporträt, wie du hier sehen kannst. Da sind die ersten Skizzen entstanden, aber ich weiß noch, ich habe es nicht fertig bekommen im Januar. Das ging da noch eine Weile. Ja, hier noch weitere Thumbnails wie angekündigt. Das war ein großes Thema im Januar, also viele Studien von einerseits ja normalen Landschaften. Ich habe aber auch, wie du hier sehen kannst, die Blender-Movies studiert. Das ist auch eine gute Quelle, solltest du das nicht wissen. Ja, es gibt Open Source Filme von Blender tatsächlich, ja, also der 3D-Software. Da gibt es Filme dazu. Und das sind Screenshots, die ich davon abgezeichnet habe, mehr oder weniger, also studiert habe. Kann man auch machen, weil die komplett Open Source sind, ja, CC0, also wirklich eine gute Quelle, um nicht nur 3D daran zu üben, zu testen und diese Filme auch zu genießen. Das sind auch sehr schöne Kurzfilme. Nein, man kann es eben auch für solche eigenen 2D-Projekte sehr gut nutzen und diese studieren, weil die sehr gute Kompositionen haben. Ja, so habe ich tatsächlich als Beispiel auch in meinem Kurs genommen. Ja, da noch eine kleine Hommage an Blender nebenbei. Ja, und hier habe ich dann weiter an dem Porträt geübt. Ich weiß aber noch, ich bin krank geworden, deswegen ist da nicht mehr viel daraus geworden im Januar. Eigentlich mehr nur noch Videoschnitt und tatsächlich, wie du hier sehen kannst, ein Update zum Kurs. Dann habe ich noch ein bisschen Papercraft erstellt. Das habe ich dann so als Abschlussprojekt genommen vom Kurs. Der ist tatsächlich fertig geworden im Januar. Das war auch mein Ziel. Ich wollte den wirklich fertig bekommen. Ja, kannst du hier sehen, habe ich ein bisschen Papercrafting betrieben mit meinem neuen Plotter. Ja, ist eine gute Möglichkeit, das Gelernte anzuwenden. Ja, also es ging quasi um das Anwenden, was ich habe gelehrt, ja, wie man solche Thumbnails erstellen kann, wie man das einerseits studieren kann, ja, wirklich Bilder zu erfassen in verschiedenen Bildebenen, was ist Vordergrund, was ist Hintergrund, wie kann ich das über Grauwerte unterscheiden und eben auch proportional korrekt wahrnehmen. Ja, also erstmal studieren von dem, was gegeben ist. Und dann natürlich geht es auch wieder um die eigene Anwendung. Und das war genau eben hier das Thema anhand von eigenen Kompositionen, eigene Papercrafts zu schaffen, weil die eben auch in solchen Bildebenen funktionieren müssen. Da habe ich das ganz passend gefunden und ich wollte insgeheim eben auch meinen Plotter nochmal ausprobieren und habe das Ganze eben auch in echt umgesetzt. Wie du hier sehen kannst, habe ich wirklich so eine Lightbox erstellt. Ich glaube, ich habe die auch hier. Moment. Ja, es funktioniert noch. Ja, da ist die Box. Ja, da ist das Papercraft noch. Ich schalte es aber mal wieder aus, um die Batterie noch ein bisschen zu sparen. Ja, hier, Papercraft habe ich noch. Ich wollte es eigentlich verlosen, aber es ist dann doch nicht zustande gekommen. Also das habe ich einmal in echt auch produziert mit meinem neuen Cricut-Plotter. Da hatte ich insgesamt sehr, sehr viel Spaß dieses Jahr. Habe dazu auch ein paar Tutorials erstellt, aber ja, der ist sehr viel zum Einsatz gekommen dieses Jahr. Also das im Januar primär Arbeit eben am Kurs. Dafür das Endprojekt erstellt und die Werke, ne, ich brauche ja auch immer Beispiele, ich will das nicht von anderen nehmen, ich will das selber zeigen und das braucht halt auch Zeit, ne. Würde ich sagen, bin ich sehr gut mit mir umgegangen. Ich war am Anfang sehr frustriert, dass ich das 2023 nicht geschafft hatte. Ich wollte das ja eigentlich 2023 fertig machen, diesen Kurs, um vielleicht auch mal, weil ich jetzt die ganze Zeit von dem Kurs rede, dass du es auch mal gesehen hast, dieser hier. Ja, Zeichnen lernen mit der S-Methode. Das ist dieser Kurs hier auf meiner Webseite. Kannst dich gern noch weiter informieren. Aber genau, da geht's eben darum, richtig Proportionen zu erfassen. Eine der absoluten Grundlagen vom Zeichnen. Wenn du zeichnen lernen willst, dann kommst du da nicht drum herum. Dann solltest du das auf jeden Fall lernen. Da solltest du dich damit beschäftigen. Und da habe ich eben verschiedene Projekte auch immer wieder konzipiert, dass man nicht nur einfache Übungen hat, ne, sondern dass man eben hier auch zum Beispiel Porträts selbst entwirft oder eigene Komposition. Ich bin natürlich wieder mit einem japanischen Beispiel gegangen. Das hatte ich letztes Jahr schon gemacht, aber nur, dass du es schon mal gesehen hast. Und dieses Jahr habe ich eben im Januar die letzten Lektionen fertiggestellt, vor allen Dingen hier eben diesen 6. Abschnitt, genau mit der Formtechnik. Das heißt, es gibt verschiedene Skizziertechniken, mit denen man Proportionen erfassen kann und dann eben auch eigene Proportionen komponieren kann. Und das ist eben eine dieser fortgeschritteneren Techniken mit den Thumbnails, was ich gerade gesagt hatte. Ja, hier, das spielt da mit rein und das habe ich eben Ende
ja, eigentlich den gesamten Januar über habe ich mich damit beschäftigt und dann natürlich auch der Abschlussabschnitt. Da bin ich so froh, dass dieser Riesenbrockenarbeit fertig geworden ist, weil ja 42 Stunden einfach, okay, sind da fertig geworden. Das war der zweite Teil von 4. Es kommen also noch welche. Aber da muss ich sagen, habe ich mich wirklich in Geduld geübt. Da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das so gemacht habe, dass ich nicht gesagt habe, Ende 2023 Dezember, ich rush das jetzt noch. Nein, ich habe dann gesagt, dann ist es halt, dann geht's halt in Januar rein in das neue Jahr, dann kann ich eben nicht sagen, dass ich wirklich pünktlich Dezember damit fertig geworden bin. Nein, ich habe mir dann die Zeit genommen und gesagt, ich gehe jetzt halt noch in dieses neue Jahr rein und mach das da fertig. Ja, also vielleicht auch mein Tipp an dich, orientiere dich da nicht an irgendwelchen festgesetzten, von außen gegebenen Daten irgendwie, ne? Also nur, weil du jetzt vielleicht nicht ein Projekt im Q4 fertig bekommst, muss es nicht heißen, dass du gescheitert bist oder dass du es jetzt sein lässt, ne? Oder generell, dass es sich nicht lohnt, irgendwie auch zwischendrin nicht nur Sachen enden zu lassen, sondern auch Dinge anzufangen. Ja, ich finde es so absurd und da habe ich halt auch diesen Pressure gefühlt, aber ich musste aktiv dagegen handeln und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Eben, dass man nicht zu solchen festen Daten Dinge beendet oder anfängt, dass man nicht sich diesen Druck hingibt, ja, sondern einfach selbstbestimmt, ich mache das jetzt so lange, wenn es natürlich nicht von außen vorgegeben ist, das ist was anderes, aber das war ja ein selbstbestimmtes Projekt, ne? Ich kann das selber regeln, ich bin selbstständig, so. Und das ist mein Baby, das ist mein Unternehmen, ich kann sagen, wann das fertig wird. Wenn man diesen Luxus hat, dann sollte man den auch nehmen, ja, oder wenn du ein persönliches Projekt machst, startest oder eben gerade umsetzt, dann lass dir das nicht von außen diktieren, wann du das beendest oder anfängst, ne? Ob du jetzt länger dafür brauchst oder nicht, ist doch egal. Hauptsache, es wird gut fertig. Hauptsache, du bist dann damit zufrieden auch. Ja, ich hätte dann nicht mit mir leben können, wenn das dann so half-assed, ja, so ein half-assed-Projekt geworden wäre. Nee, ich bin echt froh, dass ich das gemacht habe, auch wenn im Moment, ja, das will ich damit sagen, in dem Moment habe ich mich extrem schlecht gefühlt, weil, ja, ich wollte das eben gut fertigstellen und eben eigentlich Ende 2023 fertigstellen. Habe ich nicht geschafft und ja, es war so ein Knick ins Ego, aber am Ende bin ich halt saufroh, dass ich mir die extra Zeit genommen habe und da ist halt auch richtig was Gutes bei rumgekommen, wie du, glaube ich, auch sehen kannst. Ja? Das hätte ich sonst in der kurzen Zeit dann nicht mehr geschafft und tatsächlich geht's mir gerade auch aktuell wieder ähnlich, weil ich wollte eigentlich, ja, ne, life happens, ich wollte eigentlich auch den Blender-Kurs fertig bekommen. Nicht fertig bekommen, aber den Abschnitt Sculpting wollte ich eigentlich auch jetzt fertig bekommen und habe aber gemerkt, mit all den Responsibilities, mit all drum und dran, wird das absolut nix und das verzeihe ich mir jetzt auch. Ja, also es wird wieder in den Januar reingehen und da denke ich mir jetzt, so what? Ja, weil die Studis, die aktuell auch den Kurs durchmachen, die sind da noch lange nicht oder haben da gerade erst mal Sculpting angefangen. Ja, also ich bin sowieso deutlich voraus. Ich lasse mir immer viel zu viel Pressure machen von entweder Leuten, die nicht mal meine Studenten in meiner Schule sind, ja, die noch nicht mal irgendwas gekauft haben und dann sagen, ja, du bist ja noch nicht da und mach doch mal schneller. Was willst du bitte? Ja, also die Studenten, die ich habe, die mich unterstützen, die sind vollkommen happy, ja, und die wissen auch, dass ich mit Herzblut dabei bin, trotz allem, ja, trotz all meiner anderen Tätigkeiten, dass ich das auch weiter machen werde und die sind selber da noch nicht, weil die auch sorgfältig durchgehen. Das muss ich auch lernen dieses Jahr, dass oft die Leute eigentlich am ehesten am Stänkern sind immer, die überhaupt nichts zu sagen haben oder hätten haben sollen. Deutsch, schwere Sprache dies. Nee, Leute, die sowieso nicht richtig supporten, ja. Leute, die vielleicht für 5 Euro mal irgendwo was gekauft haben und sich dann mächtig fühlen und meinen, sie können jetzt über alles bestimmen und haben das Anrecht auf alles, auf ja, alle möglichen Exclusives und so. Also wirklich die billigsten Leute meinen, sie hätten das größte Recht auf alles. Das ist wirklich so. Also die Billigheimer, ne? Das ist wirklich so. Wenn du nicht in eine Sache investierst, haben die meisten Leute dann trotzdem diese Audacity zu behaupten, sie könnten bestimmen, wo es lang geht. Ja? Und das will ich mir einfach nicht mehr bieten lassen, bin ich ganz ehrlich. Die Leute, die bei mir richtig gut was lernen, die auch mitmachen, die haben irgendwie nicht diese Audacity. Ja? Die gehen immer in ein richtig nettes Gespräch mit einem,
fordern nicht in dem Sinne was. Klar, sie stellen gerne Wünsche und die erfülle ich auch liebend gern und das tue ich auch. Ich glaube, sie sind sehr zufrieden, sonst wären sie nicht weiterhin meine Mitglieder. Ja, vielleicht fühlst du dich auch gerade angesprochen, aber hallo Mitglied. Aber ja, irgendwie sind es immer nur die motzen, die selbst gar nichts tun oder überhaupt nicht richtig supporten. Und das möchte ich auch an dich weitergeben. Ja? Also wenn du irgendwelche Hater hast, lass dich nicht von Leuten unter Druck setzen, die dich eh nicht unterstützen. Und ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, weil ich genau das eben auch experienced habe, aber das nehme ich auf jeden Fall als Learning mit. Ich lass mich nicht mehr unter Druck setzen. Auch das hatte ich jetzt tatsächlich kürzlich wieder, wo ich mich erst so ein bisschen unter Druck setzen lassen habe, aber dann habe ich wieder überlegt, was ich gelernt hatte, wo wieder einer auf mich zukam, wo ich den auch gebeten hatte, dass er mir mal bitte so die Ergebnisse auch zusenden soll. Der meinte eben, er ist jetzt mit Kurs 2, mit diesen jetzt hier schon durch, wo ich gerade drüber gesprochen habe und fragt den, ja, wo bleibt denn Kurs Teil 3? Ich will weitermachen und das verstehe ich auch, ne? Also, ich arbeite ja auch dran und ist auch versprochen, dass das kommt, ne? Und ja, da habe ich nichts gesehen bis heute. Und er hat das auch nicht so ganz so freundlich formuliert. Also es war schon so ein bisschen, ja, wann geht's denn jetzt endlich mal weiter? Ne? Also schon sehr Druck machen. Und das mache ich mir jetzt. Das lasse ich mir nicht mehr machen. Fokus ist gerade, oder ist jetzt erstmal Blender dann auch fertig zu machen. Neben halt immer wieder ein bisschen Update, ne, für Mitglieder. Mein TV-Archiv und Crafting-Handbuch, ne, solche Extras für Mitglieder, das kommt immer wieder zwischendrin. Und auch wenn zum Beispiel ein Software-Update kommt, Procreate und so, das kommt natürlich auch. Ansonsten ist aber Fokus gerade Blender, erstmal diesen Abschnitt fertig zu machen. Das habe ich auch so kommuniziert. Und wer da ungeduldig ist, dann tut's mir leid, aber ich werde mich nicht mehr unter Druck setzen lassen. Ich mache die Dinge in meinem Tempo. Wer damit nicht zufrieden ist, ja, da tut's mir leid, aber dann ist das nicht das Richtige für dich. Ja, ich lasse mich nicht mehr unter Druck setzen. Das habe ich auf jeden Fall gelernt, wenn es nicht notwendig ist, und das ist es an der Stelle nicht. Derjenige hat meines Wissens nach auch nicht die anderen, es gibt ja ein Bundle, was ich anbiete, hat auch noch nicht die neuen Kurse erworben. Also da wäre ich auch vollkommen fein, wenn da jemand schon lange wartet, dass ich da das Geld zurückerstatte. Vollkommen okay. Ja, das ist vollkommen fein. Aber ich lasse mich nicht mehr von solchen Fitzpiepen, sorry, bin ich ganz ehrlich, lasse ich mich nicht mehr unter Druck setzen. Entweder vor allen Dingen nicht, wenn überhaupt nichts gezeigt wurde, dass mit dem Kurs zuvor, mit den 2 Kursen zuvor, richtig gelernt wurde. Ja, ich wollte es ja auch wirklich sehen, ne, und gern auch Feedback geben. Das ist richtig viel Material. Ja, geh mal durch 42 Stunden Kursmaterial durch und setz vor allen Dingen auch die Übungen und Projekte durch, weil das ist vor allen Dingen auch Voraussetzung, dass du dann den nächsten Teil gut machen kannst. Das habe ich ja auch geschrieben und ich habe bis heute eben keine Ergebnisse gesehen. Und ich weiß, ich begleite ja aktuell Studierende, die den ersten Teil und den zweiten Teil machen. Die sind noch nicht so weit. Ja, da weiß ich, dass das einfach sehr viel Zeit braucht. Und dieses Commitment, wenn das nicht da ist, sorry, warum soll ich mich jetzt wegen dir beeilen, da irgendwas hinrotzen, ne, um jemanden was zu bieten, der gar nicht mich so supportet, ja, wie es sein sollte, ne, und gar nicht richtig mitmacht, gar nicht der Student ist oder ein Student ist, wie ich mir ihn vorstelle, weil er sowieso selber nichts umsetzt und alles nur so, ja, halbgar irgendwie so nebenbei laufen lässt. Das will ich gar nicht. Solche Studenten will ich gar nicht haben. Ich will engagierte Studenten haben, die wirklich nicht nur die Videos angucken, sondern auch die Übungen selbst umsetzen und dann eben auch tatsächlich was lernen. Ja, das ist mir wichtiger. An diesen Studenten will ich mich orientieren und für die will ich auch Lernmittel bereitstellen. Gute Lernmittel, und es geht eben nicht von heute auf morgen. So ein Kurs ist nicht mal eben gemacht. Da steckt sehr, sehr viel Herzblut, Zeit, Arbeit drin. Das wollte ich jetzt einfach mal loswerden und das habe ich definitiv gelernt, dass ich mich von solchen Leuten nicht mehr unter Druck setzen lasse. Die können Fragen stellen, wann das denn jetzt endlich fertig wird, aber ich lasse mich da nicht hetzen. Nee, das nicht mehr. Also das war auf jeden Fall Thema Januar. Gehen wir mal weiter. Das ist dann auch viel fertig geworden. Wie gesagt, ich bin ein bisschen krank geworden. Hier lag ich dann im Bett. Ja, das ist leider passiert. Deswegen sind ein paar Tage oder sogar eine Woche ist dann draufgegangen. Ja, passiert, ne? Da muss man dann auch mal 5 Grad sein lassen und einfach sich auch mal eine Pause gönnen. Ne? Das habe ich auch gelernt. Ich war jetzt ein paar Mal krank. Eigentlich aber immer deswegen, weil mein Immunsystem ist mittlerweile sehr gut. Aber eigentlich, da hatte ich es nämlich auch gemerkt, sagt mir mein Körper dann viel mehr, nicht weil er sich irgendwo schlecht angesteckt hat oder so. Mein Körper sagt mir dann wirklich eher, jetzt brauchst du mal wirklich eine Pause, weil du dir selber gerade viel zu sehr Stress machst. Also oft ist es so, wenn ich krank werde, dann eher deswegen, weil ich mich gerade selber vernachlässigt habe und nicht,
weil ich irgendwas ausgesetzt war, weil wir immer irgendwelchen Krankheitserregern ausgesetzt sind. Und wie gesagt, ich bin eigentlich fit und gesund, aber das ist oft wirklich eher eine mentale Bremse bei mir. Das habe ich auch gemerkt. Dieses Jahr sehr, sehr deutlich. Ja, das war also Januar. Und im Februar, Anfang Februar, das wollte ich auch im Januar schaffen, ist dann aber auch nichts geworden. Du merkst, es ist immer so ein bisschen verrückt, aber am Ende habe ich es dann doch geschafft. Aber Anfang Februar ist dann endlich mein erstes Random Art of Kindness Video erschienen, was ich mir vorgenommen hatte, das Jahr zuvor. Ein Video zu dem Projekt, ich werde es auch mal einblenden, zu Diabolos ist endlich fertig geworden. Das wollte ich schon länger schneiden und holy moly habe ich dabei viel Videoschnitt gelernt. Ja, also ich habe im Prinzip ein Video dazu produziert, wie ich ein Geschenk für meinen Bruder angefertigt hatte, weil der ganze Prozess war sehr interessant und vor allen Dingen wollte ich eben teilen, wie man mit Kunst schaffen Freude machen kann, wie man anderen eine Freude machen kann und auch vor allen Dingen spread the love. Ja, also einfach dieses gute Gefühl wollte ich teilen. Das hatte ich in anderer Form auch schon bei anderen Kanälen gesehen und das wollte ich einfach auch selber machen und das auch weiter ausbauen. Und das war so mein erster Versuch dazu. Dahingehend, ich finde, der ist gelungen. Ich würde gerne noch mehr dazu machen, aber das ist halt was, das frisst halt wirklich enorm viel Zeit. Und am Ende muss ich schon abwägen, was mache ich zuerst. Und da werden eben die Kurse immer vorgehen. Aber das wird auf jeden Fall, das wird weitergehen. Das habe ich gelernt. Das ist eine coole Sache. Ja, follow your heart. Das will ich weitermachen. Und ich glaube, das haben viele von euch auch genossen, so wie es auch in den Kommentaren und der Premiere darüber kam. Ja, YouTube, das wird später nochmal ein Thema. Das war auf jeden Fall ein großes Ding da Ende Januar, Anfang Februar. Ansonsten, wie du siehst, hier ist dann auch endlich mal dieses Porträt fertig geworden. Ich wollte lange Zeit ein neues Selbstporträt machen. Das habe ich eigentlich zuvor die Jahre immer so mal, ja, zwischendrin gemacht. Das habe ich eigentlich lange Zeit gemacht und dann lange nicht mehr. Das wollte ich unbedingt ein neues machen, weil dieses alte mit der Brille, das hat nicht mehr gepasst. Ne? Ich trage aktuell keine Brille mehr. Ich wollte einfach eine moderne Variante und auch eine neue Visitenkarte machen. Ja, mal sehen, hab ich das gerade irgendwo? Ah ja, hier, Moment. Hier ist inzwischen auch gedruckt. Es ist nicht ganz mit dem Gold geworden, aber bling bling, ein bisschen Veredelung hat es, mit silbernen Glitzerlack tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es scharf wird. Ja, hier, nice, guck mal, ist das nicht cool? Das wollte ich schon länger machen und jetzt ist es endlich mal eine neue Karte und ein neues Profilbild. Jetzt ist mal alles up to date. Und ich habe eben, wie du siehst, diese Veredelung auch ausprobiert mit Heißfolienveredelung. Da hatte ich ja schon so ein bisschen gespielt das Jahr zuvor. Und hier war die große Challenge, das mal zu kombinieren. Nicht nur alles Veredelung. Ja, also ich hatte gelernt, mit meinem Laserdrucker das so zu machen, dass die Folie über alles geht. Was ich noch nicht gemacht hatte und was ich hier eben gelernt und ausprobiert hatte, ist einen Teil mit Tintenstrahler, Inkjet zu drucken und dann einen Teil mit Laser und diesen dann zu veredeln. Und das hat tatsächlich funktioniert, wie du siehst. Ich bin so happy, dass das funktioniert hat. Das war richtig cool und das will ich auch auf jeden Fall noch ausbauen, das Ganze. Dann ist tatsächlich mal wieder ein Fanart entstanden und da habe ich auch gemerkt, das fehlt mir oder hat mir so sehr gefehlt. Jetzt baue ich das ja wieder etwas aus. Aber One Piece, ja, da war ich auch big drin dieses Jahr. Da habe ich mir auch mal gegönnt wieder und das tat so gut. Man muss wirklich ab und zu einfach auch Sachen für sich machen. Personal Projects, ja, ich mache so viel für andere. Seien es die Kurse, seien es meine Lehrstellen. Da ist sehr, sehr viel, wo ich eher nur Kunst für andere schaffe und eigentlich auch dieses Random Art of Kindness, ne, Geschenke für andere, aber da fühle ich mich schon ein bisschen persönlicher, aber so dieses ganz Persönliche ist für mich eigentlich immer Fanart, ja, so meine Liebe zu Shows, die ich gern angucke, das auszudrücken, das hat mir echt gefehlt und immer wenn ich das wieder tue, dann geht mein Herz so auf, dann spüre ich mich selber wieder besser, also vielleicht auch als Learning für dich. Tu öfter, auch wenn es vielleicht erstmal nicht irgendeinem Ziel folgt, dich nicht in irgendwas anderem weiterbringt oder jobmäßig, ne, dass irgendein Benefit besteht. Nein, mach auch einfach mal Sachen für dich. Ja, immer mal wieder sprinkle it in, immer mal zwischendrin wieder, sei es Fanart oder irgendwas anderes, tu das immer mal wieder einbauen, einfach damit du selbst kreativ mich nicht ausbrennst und dir selbst einfach was Gutes tust, ne? Ja, und ansonsten siehst du hier schon, ging es dann nach dem großen Kurs, ne, also das sind eigentlich so die Hauptthemen immer bei mir, Kursproduktion, ne, weil das mittlerweile so mein Hauptding geworden ist, ging es dann mit der Produktion von Blender tatsächlich weiter.
was auch noch eine Weile weitergehen wird. Aber dieses Jahr habe ich vor allen Dingen Texturing einen neuen Abschnitt gebracht, wo du hier ein paar Übungen dazu ziehst. Ja, Mond texturiert, Kisten texturiert, ein paar Pflanzen, sehr, sehr vieles. Und hier ging dann auch schon zwischendrin, siehst du, eine kleine Skizze. Das nächste Random Art of Kindness Projekt los, aber dazu später mehr, weil hier habe ich tatsächlich nur die Skizze angefangen. Das ging im Februar nicht sonderlich weiter. Immer mal wieder Japanisch zwischendrin gelernt, das kam. Aber ansonsten hier vor allen Dingen sehr viel Texturing, Blender. Ne, hier so eine Gartenszene, prozedurale Texturen, das ist alles schon im Kurs jetzt drin. Prozedurale Holztextur, Metall. Dann ging hier mal zwischendrin ein Artwork los für ein Charity-Magazin. Da habe ich für ein Magazin, das Spenden gesammelt hat zur Rettung von Hühnern. Ja, ich bin ja Veganerin. Das ist mir auch ein wichtiges Thema, da mich für das Tierwohl einzusetzen. Und so eine kleine Illustration, das geht schon mal zwischendurch. Habe ich da angefangen, so ein bisschen eine cartoony Joke-Illustration anzufertigen. Es hat sich aber auch gestreckt. Ich hatte da viel simultan laufen tatsächlich. Aber es hat alles ganz gut funktioniert. Ja, und dann hatte ich diesen Texturing-Teil erstmal fertig mit dem Prozeduralen. Und dann kam tatsächlich, da war so ein kleiner Sneak Peek hier mit den Seifenblasen, eine nächste große Sache, weil im März steht ja immer so mein Schulgeburtstag an. Ne? Also die S-Art School, die wird auch tatsächlich nächstes Jahr schon 4 Jahre. Ich kann es nicht fassen, dass ich das jetzt... Und das ist ja nur die Schule, die 4 Jahre geht. Meine Kurse mache ich ja mittlerweile schon seit 2018 oder 19. Das ist schon eine ganze Weile. Jedenfalls, weil da dieser Geburtstag anstand und ich da immer was Besonderes machen will, habe ich tatsächlich einen neuen Kurs angefangen. Ja, ich habe auch gemerkt, ich habe mich ein bisschen übernommen. Aber ich habe es am Ende tatsächlich geschafft. Was ich nämlich gemacht habe, neben all dem Texturing, da gehe ich kurz mal schneller durch, habe ich einen neuen Procreate-Kurs gemacht. Hier noch ein paar coole Texturing-Beispiele. Da ging es auch dem Ende zu. Es war vor allen Dingen auch richtig cool, dieses Malen in 3D zu machen. Ja, hier diese Avocados und Autos. Also Texturing in Blender ist mittlerweile ziemlich cool. So, aber hier kam dann auch schon, genau, hier ging's los mit dem Geburtstagsspecial. Und wie du siehst, hier die Seifenblasen. Ich habe tatsächlich einen Kurs zu Procreate Dreams erstellt, ja, also zu dem Animationsprogramm auf dem iPad. Das hat mich sehr gereizt. Das kam ja in dem Dezember davor neu raus. Und das habe ich als Opportunity entdeckt. Ich lehre mittlerweile ja auch Animation. Fand ich also sehr, sehr passend und vor allen Dingen haben mich auch immer mal wieder ein paar Mitglieder gefragt, ob ich nicht auch was in diese Richtung machen könnte. Und dadurch, dass es jetzt nicht so ein umfangreiches Programm ist, sehr einsteigerfreundlich, habe ich gedacht, passt das sehr, sehr gut. Und ich bin tatsächlich fertig geworden damit und habe dann während dem Geburtstag, neben ein paar anderen Sachen, ja hier zum Beispiel so ein Beispielprojekt, habe ich dazu die ganzen Abschnitte veröffentlicht. Also ich habe wirklich in einem Monat, oh mein Gott, ja, ein bisschen mehr als einen Monat habe ich diesen Kurs fertiggestellt, aber da war ich auch laser-focused. Da hatte ich Blender erstmal pausiert, aber ich hatte den größten Teil von Texturing schon fertig. Da ist das alles entstanden. Ja, kann ich vielleicht auch mal kurz reingucken. Moment. Hier, da mal kurz die Kursseite, nur ein Ausschnitt. Ja, zu Procreate Dreams. Hier sind nämlich auch ein paar GIFs auf meiner Webseite. Die Seifenblasen. Und dann dieses bisschen elaboriertere illustrative Projekt mit der Creature-Rotoskopie, ja, von Footage da drüber tracen, um so eine tanzende Figur zu erstellen. Das sind so ein paar Beispielprojekte. Und ich habe auch Projekte aus dem Procreate-Kurs genommen, wie hier die Bäume, die man da zeichnen lernt, um das in Procreate Dreams zu übertragen. Also auch diese Kompatibilität unter den Kursen war mir auch wichtig. Das habe ich auch integriert. Ja, da sind tatsächlich 5 Abschnitte entstanden. 6. kam später noch hinzu. Und ja, mittlerweile sind auch neue Projekte hinzugekommen. Das Porträt habe ich zum Beispiel auch animiert mittlerweile, sodass man da sehr gut die Grundlagen zum Animieren lernt. Das ist fertig geworden. Da wird jetzt auch bald ein Update kommen, soweit ich weiß, von Procreate. Da bin ich sehr gespannt drauf. Genau, aber das war auf jeden Fall auch ein Riesending, was da dieses Jahr fertig geworden ist. Und ganz ehrlich, ich habe das schon wieder total vergessen, dass ich diesen Kurs dieses Jahr erstellt habe. Also holy moly, es ist viel passiert. Hier hatte ich tatsächlich eine Nachschreiberin, oder was heißt Nachschreiberin, eine Bachelorstudentin. Ich betreue ja auch
in Digital Art aktuell noch bis nächstes Jahr, dann ist es leider vorbei, aber habe ich aktuell ja noch Studis, die ihren Abschluss machen und da bin ich offiziell Prüferin und halte Kolloquien mit. Und da war tatsächlich ein Kolloquium Anfang des Jahres, die ist so ein bisschen Nachzügler gewesen. Da gab es eine Art Sondertermin und sie hat so ein cooles Kartenspiel designt hier, T-Stern, wo es so um Zutaten sammeln ging, also alles so ein bisschen in der Hexenwelt angeordnet und schöne Illustrationen. Also das war auch richtig cool. Das hat sehr Spaß gemacht und ich freue mich auch schon auf meine diesjährigen Studis. Die gehen bald in ihre Bachelorarbeit rein, jetzt im kommenden Frühjahr. Da freue ich mich schon wieder auf die Betreuung. Also das läuft tatsächlich auch nebenbei. Du siehst, es ist viel los bei mir und das ist erst der Anfang. Ja, was ich auch immer gerne mache, ist auch so Leute zu fragen, ja, welches Thumbnail, welche Variante mögt ihr immer ganz gerne. Also wenn du da noch nicht Bescheid weißt, schau gerne mal bei mir Instagram vorbei. Da kannst du sehr viel tatsächlich mitsteuern, in welche Richtung ich die Sachen entwickle und was vor allen Dingen gerade passiert. Aktuell bin ich gerade nicht so aktiv, aber es ist einfach auch sehr, sehr viel los, gerade Ende September. Da muss ich ein bisschen Social Media reduzieren, sonst komme ich zu nix. Genau, also Kurs Procreate, das war definitiv so das größte Thema, würde ich sagen. Februar und März dann auch. Ja, ansonsten ging es dann mit Blender wieder weiter. Da habe ich dann den Rest im März und Anfang April zum Texturing gestaltet. Auch hier wieder sehr viel 2D-Malerei, ne? Painting mit verschiedenen Maps auf den Objekten, die wir in Abschnitten vorher modelliert hatten, wo ich dazu Tutorials erstellt hatte. Immer mal zwischendrin auch kleine Crafting-Projekte. Hier eine Geburtstagskarte für meinen Bruder war das, glaube ich, da, genau. Nee, für meine Mom. Die hatte im April Geburtstag, genau. Da habe ich noch sowas zwischendurch reingeschoben. Mockups erstellt, das war das Abschlussprojekt von dem Texturing-Abschnitt in Blender. Ich versuche immer Sachen zu verbinden, das kann ich dir auch als Learning mitgeben. Ja, wenn du so viele Sachen auf dem Schirm hast wie ich, dann versuch Projekte miteinander zu verbinden. Ja, ich habe nicht nur eine neue Visitenkarte gebraucht und Illustration dafür. Nein, ich habe auch ein Projekt für Texturing gebraucht und da hat es sich auch angeboten, dafür ein Mockup zu erstellen. Ich hatte also schon die Illus und habe davon so eine Art Vorschaubild in 3D erstellt, wo ich es noch nicht gedruckt hatte, sondern ich wissen wollte, wie sieht das aus in möglicherweise gedruckter Form und dafür bieten sich Mockups sehr gut an. Ja, da habe ich die Sachen auch kombiniert, was mir Zeit gespart hat, weil ich da jetzt nicht was Neues erfinden musste, sondern weil ich tatsächlich einen eigenen Use Case hatte. Ich wollte Visitenkarten anfertigen und wollte sehen, wie das ausschaut als Preview und da habe ich mir die Preview selber gebaut und hatte gleichzeitig aber eben auch was ich als Projekt nutzen konnte, die Aufnahme von dem Prozess davon. Also auch mein Tipp an dich, versuch so viel wie möglich, wo es möglich ist, zu kombinieren. Das spart dir enorm viel Zeit. Ja, Japanisch lernen ging die ganze Zeit auch simultan weiter. Da habe ich gar nicht so viele Shots immer gepostet, weil irgendwann, ja, du zeigst halt nur die Bilder und da will ich jetzt auch nicht so mit braggen mit, aber ja, ich habe immer mal wieder einfach so ein paar bisschen Fortschritt gezeigt. Ist leider nichts dieses Jahr geworden mit JLPT. Der nächsten Prüfung mit N4, das werde ich nächstes Jahr machen. Das ist auf jeden Fall schon eins meiner Ziele, weil das sonst korreliert wäre mit Comic-Con, die zwar auch nichts geworden ist, nicht leider, da bin ich sehr froh, aber ja, es hätte von den Terminen her nicht gepasst und deswegen habe ich das dann verschoben auf nächstes Jahr. Ist aber vollkommen okay. Habe ich mehr Lernzeit, da bin ich auch zufrieden damit. Jetzt muss ich nochmal runterscrollen. Ja, und ansonsten ging es auch mit vielen anderen Skizzen weiter. Ich hatte mal wieder so ein bisschen eine Routine in den Monaten. Da habe ich Anatomiestudien angefertigt und auch noch ein paar weitere Fanarts. Das war ein sehr dankbarer Monat, was das Zeichnen anging. Aber eben auch Mockups hier weitere, zum Beispiel zu meinen Büchern. Für Bücher kannst du sehr gut auch 3D nutzen, um davon Mockups zu erstellen als Werbematerial oder eben wirklich als Preview. Wie wird es dann später aussehen? Das ist so dankbar. Also wirklich, wenn du 2D und 3D kombinieren kannst, dann kannst du einfach alles machen. Es ist so cool. Ich liebe das. Deswegen, es war nicht nur so, weil viele Mitglieder mich mehr und mehr auch wegen 3D gefragt haben, weshalb ich mich so stark dieses Jahr darauf fokussiert habe, sondern weil es mir einfach auch selber Freude macht. Ja, ich liebe es gerade. Ich kann zeichnen. Ich werde das auch weiterhin lernen. Ich werde die Kurse auch ausbauen, aber ich bin gerade einfach zu gerne auch in 3D einfach drin, als dass ich mich nicht darauf fokussieren wollte. Ja, ein paar Reviews sind wieder entstanden. Texturing.
Ich hatte eine Weile, das siehst du hier, das habe ich nicht durchgehalten, weil es zeitlich einfach nicht gepasst hätte, aber ich habe wieder ein paar Morgenstudien gemacht und das waren aber nicht nur kleine Studien, die sind ein bisschen ausgeufert. Ja, zum Beispiel hier diese Zeichnung von der Frau oder auch dann dieses Zorro-Fanart, da habe ich mehr Zeit investiert, als ich eigentlich wollte. Das sind dann wirklich mehrere Stunden teilweise draus geworden und das konnte ich einfach nicht auf Dauer durchhalten. Ja. Also da wirklich 2, 3 Stunden immer morgens und dann war gefühlt der halbe Tag schon gelaufen. Nee, das konnte ich nicht beibehalten, aber es war auf jeden Fall eine gute Abwechslung, wo ich wieder ein paar Tutorials draus gemacht habe, auch wieder kombiniert, ne? Aber da habe ich dann auch gemerkt, nee, auf Dauer geht das nicht. Und das solltest du auch für dich abwägen. Du kannst immer mal so Sachen testen. Aber wenn du merkst, dass es partout nicht geht, ja, lieber reduzieren, was ich ja auch gemacht habe dann, oder einfach nochmal etwas anderes austesten. Ne? Du musst nur, weil du eine Sache angefangen hast und jetzt vielleicht auch ein Versprechen gegeben hast, weshalb ich davon auch abrate, ja, mach niemals irgendwie Versprechen auf Social Media, so ich werde jetzt das und das durchziehen, würde ich erstmal nicht machen, vor allen Dingen, wenn du nicht die Routine drin hast, wenn du noch nicht selber Bescheid weißt. Ich habe ja schon öfter so Sachen gemacht und deswegen habe ich das auch nicht versprochen. Ich wusste, ich werde das jetzt erstmal testen eine Weile. Ja, also am besten dich selber nicht unter Druck setzen und einfach gucken, wie läuft es und schon gar nicht für Social Media irgendwas machen. Ne? Also das geht sowieso nach hinten los. Da verlierst du deine Kreativität. Da wirst du früher oder später in eine Art-Block geraten. Ja, mach primär die Kunst für dich, vor allen Dingen, wenn es um solche Studien geht. Du kannst es teilen, das siehst du, habe ich ja auch auf Instagram, habe ich dann ein paar Sachen geteilt, ne? Aber geh da nicht mit dem Ansatz ran, mit der Intuition, ich mache das jetzt, um Follower zu generieren und den Algorithmus zu befriedigen, mache ich das jetzt so und so in diesem Rhythmus jeden Tag oder jeden zweiten Tag, was auch immer, würde ich dir nicht empfehlen. Zumindest auch nicht am Anfang, wenn du überhaupt erstmal deine kreative Stimme finden musst. Nee, würde ich nicht empfehlen. Ja, dann habe ich mich tatsächlich ab und zu auch mal mit Freunden getroffen und anderen Künstlern. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. An dieser Stelle liebe Grüße gehen raus, Sandy. Das war sehr toll. Da habe ich das erste Mal Thorsten Sträter live gesehen. Ah, das war so cool. So ein witziger Typ. Ich liebe ihn. Ja, ansonsten Aufnahmen natürlich wieder. Dann hier, das wird es jetzt nicht abspielen, vielleicht blende ich es aber mal ein, mal gucken. Es ging natürlich auch die ganze Zeit meine Lehrstelle nebenbei weiter. Für meine digitale Kunst, für die Hochschule, HFKG, da hatte ich schon Material, das war kein Ding, aber ich bin tatsächlich seit letztem Jahr an einer neuen Schule auch, weil die alte schließen wird dieses Jahr. Also aktuell sind ein bisschen zu viel Doppelbelastung, wo ich ehrlich bin, aber ich wollte Präsenzunterricht unbedingt beibehalten und wo ich diese Chance bekommen habe, wo es hieß, hey, hier wird ein Platz frei, habe ich das natürlich genommen. Auch wenn es jetzt erstmal heißt Doppeltarbeit, weil die eine Schule, die läuft noch, also sie schließt tatsächlich nächstes Jahr. Aber da habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt weiter, aber ich fange schon an der neuen Schule an. Deswegen ist gerade ein bisschen viel. Aber da musste ich natürlich jetzt auch erstmal einen Lehrplan entwickeln und neue Lehrinhalte und Beispiele. Ja, da ging also auch sehr, sehr viel Zeit drauf und ehrlich gesagt auch deutlich mehr, als ich erwartet hatte. Also da ist gut Zeit weggegangen dieses Jahr, wo ich auch gelernt habe, dass ich das besser allokieren muss. Also da ist wirklich viel zu viel Zeit in unnötige Dinge teilweise auch reingeflossen, was ich aber auch erstmal selbst lernen musste. Ich habe viel zu viel geplant. Ich weiß nicht, ob du das als Learning für dich mitnehmen kannst. Wenn du kein Lehrer bist, dann kannst du es wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Aber ich habe so viel unnötig vorbereitet, wozu einfach im Unterricht keine Zeit war. Ich bin davon ausgegangen, dass die Schüler nicht exakt die gleiche Lernkompetenz haben wie meine Studis. Sie sind ja ein bisschen älter, aber schon ungefähr. Dass dann aber so eine Diskrepanz war, ja, also wirklich, wo sind meine Hände? Hier, ja, ungefähr, hier sind meine Studis und hier sind meine Schüler, ja, also die neue Schule ist ein Berufskolleg. Da sind Schüler in einem Alter von 16 bis 18, wo ich gerade unterrichte und meine Studis an der Hochschule, wo ich noch unterrichte, die sind halt ein bisschen älter, aber auch nicht so viel älter, also so zwischen 19 und 23 aufwärts. Manche sind auch älter, manche waren auch älter als ich, also das gibt's auch, klar. Aber es ist nicht so der krasse Abstand. Aber was die Lernkompetenz und Konzentrationsfähigkeit anbelangt, versteh mich nicht falsch, es macht Spaß zu lernen, aber ich bin da mit einem vollkommen falschen Ansatz rangegangen. Ich dachte, ich kann vielleicht ein bisschen was reduzieren, aber trotzdem auf ähnliche Art und Weise lernen. Aber nein. Ich musste gefühlt im Vergleich jetzt zu dem Stoff, den ich normalerweise in der gleichen Zeit gelehrt hätte bei meinen Studis, den musste ich circa auf
ein Fünftel vielleicht davon reduzieren. Es war also wirklich eine Umstellung. Und da, um hier drauf zurückzukommen, sehe ich gerade hier eine After Effects Arbeit. Da musste ich mich natürlich auch erstmal wieder reinarbeiten, weil mit After Effects hatte ich tatsächlich jetzt noch nicht so viel gemacht und es war auch schon eine Weile her. Also nebenbei auch noch neue Programme lernen und alles. Also ja, das war schon sehr, sehr viel. Vor allen Dingen dann auch, wo es wärmer wurde, Mai, Juni. Das war schon eine Menge. Ja, also auch da, wenn du vielleicht lehrst oder vorhast zu lernen, ist es gut, am Anfang ein bisschen mehr einzuplanen, aber sobald du merkst, ich habe das einfach zu lange versucht durchzuhalten, den gleichen Stoff reinzuprügeln. Nein, 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 das klappt nicht. Plan gerne am Anfang ein bisschen mehr, aber sei dir auch bewusst, dass du wahrscheinlich nicht alles unterrichten können wirst, was du dir vorstellst, weil du vor allen Dingen bei Schülern, nicht bei Studis unbedingt, aber bei Schülern ist einfach sehr viel mehr reine Erziehung. Ja, du wirst nicht deinen Stoff lehren können, du wirst die ganze Zeit einfach auch damit beschäftigt sein, zu sagen, hey, hör uns einfach mal bitte zu, hör auf, diesen Papierball durch die Gegend zu schmeißen, setz dich hin. Es ist leider eben auch viel Erziehung. Es sind halt Kinder, das gehört dazu, das hatte ich in diesem Maße nicht erwartet. Was ich ein bisschen schade finde, ich mag es lieber, Erwachsene und eben Studis zu unterrichten. Ich bin nicht so unbedingt die Erzieherin, das sehe ich mich nicht. Weshalb ich auch aktuell, ich bin echt am Überlegen, weil es macht mir Freude, so ist es nicht. Ich liebe es zu unterrichten, ich liebe es, Stoff beizubringen, aber ich mag es eben nicht. Ich mag es nicht zu erziehen. Das bin ich nicht. Ich bin keine Erzieherin und damit struggle ich auch immer noch aktuell ein bisschen. Weniger, deutlich weniger als am Anfang, definitiv. Aber gerade jetzt auch wieder in der 9. Klasse, das sind halt so Sachen, die mag ich nicht. Die mag ich echt nicht. Wo ich echt am Überlegen bin, mache ich das weiter? Andererseits will ich eben auch nicht diese Präsenzlehre verlieren, weil ich es liebe, auch offline einfach mit Studis und Schülern zu interagieren. Das Menschliche, das will ich nicht verlieren, aber aktuell bietet sich auch keine alternative Hochschulposition, sonst würde ich das auf jeden Fall eher machen. Ja, da bin ich gerade ein bisschen zwiegespalten. Ich möchte nicht nur in meinem Zimmerchen sein, ich möchte mit Leuten interagieren. Das will ich nicht verlieren. Ja, das auf jeden Fall auch als Learning, wo ich mit rausgehe. Da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, wie ich das genau handhabe. Mein Vertrag läuft auf jeden Fall noch eine Weile, also jetzt ist da erstmal keine Änderung vorgesehen, aber da muss ich noch gucken, ob ich das wirklich auf Dauer beibehalte so, weil ich mich nicht als Erzieherin sehe. Das nicht. Ich sehe mich als Lehrerin, ja. Und ein bisschen Erziehung ist immer mit dabei, das stimmt, aber nicht in dem Maße, dass man überhaupt Leute zum Lernen bringt, in dem Sinne, jetzt seid doch mal bitte konzentriert und ja, vor allen Dingen überhaupt erstmal den Wunsch zu erwecken, ja, erinnert euch daran oder warum solltet ihr das lernen? Nee, ich möchte Leute haben, die wissen, was sie lernen möchten und genau deswegen dann auf mich zukommen. Ja, also ich will nicht erst überhaupt den Wunsch erwecken müssen, ja, warum ist das denn wichtig, was ich dir jetzt beibringe, ne? Oder warum sollte dich das denn interessieren? Nee, wenn es dich nicht interessiert, dann ist es nichts für dich. Okay, ne? Also da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Aber ja, ich lieb's noch zu sehr, auch vor Ort zu sein. Deswegen auch für dich da an der Stelle gut reflektieren, in welche Richtung du gehen willst. Bei mir, ich bin halt echt gerade noch ein bisschen zwiegespalten. Ich habe noch keine definitive Antwort dazu, weil es sowohl positive Aspekte hat als auch negative. Und vor allen Dingen liebe ich es auch, selbst neue Dinge zu lernen, ja, oder zu vertiefen, wie eben hier, ne, After Effects und generell Animation an sich, Animationsprogramme. Ich bin der Meinung, dass man als Lehrer selbst am meisten lernt, ne, weil man muss ja die Dinge so herunterbrechen können, dass sie andere verstehen. Und ich mag es dann immer gerne, sehr gut vorbereitet zu sein auf alle Eventualitäten und Fragen. Und da vertiefe ich mich natürlich auch noch mal mehr in den Unterrichtsstoff vorher und nachher. Und viele Dinge, viele Fehler zum Beispiel mache ich selber auch nicht. Das klingt jetzt erstmal komisch, ne? Aber man hat ja Lernerfahrung und viele Dinge sind mir einfach selber noch nicht passiert, wie zum Beispiel im Blender machen Studis Fehler, die ich so noch nicht gemacht habe und dann muss ich auch erstmal gucken, ja, was hast du jetzt gerade gemacht? Wie bist du da hingekommen? Und dann verstehe ich das, ne, helfe denen und lerne aber selber auch so viel. Das gibt mir so viel zurück auf einerseits menschlicher Ebene und dann eben aber auch auf intellektueller Ebene. Man wird schlauer und reift menschlich. Ich muss mich da auch merklich zurücknehmen und weiterentwickeln und eben geduldiger werden. Deswegen sehe ich es eben auch als Herausforderung, okay, es entspricht mir gerade nicht 100%, aber ich wachse dadurch menschlich und intellektuell. Ne, ich muss sehr viel Geduld gerade aufbringen, was ich normalerweise nicht habe. Und deswegen merke ich wachse gerade auch als Mensch. Und das ist halt auch noch so ein Grund, wo ich denke, nee, eigentlich ist es gut.
eigentlich ist es gut, dass ich gerade mich dieser Herausforderung stelle und eine Sache tue zu einem gewissen Maße, die mir nicht liegt. Ja, also manchmal kann es auch eine sehr gute Sache sein, diese Herausforderung. Ja, hier im Mai siehst du, habe ich da mal eine Muttertagskarte angefertigt, aber ganz speziell. Hier Thema Lilien. Ich habe auch mal zwischendrin, ich versuche immer mal wieder auch neben der Hauptarbeit Blender und Zeichnen lernen, versuche ich auch natürlich andere Kursupdates reinzuschieben, weil meine Schule mittlerweile groß ist und eine Schule ist keine Schule, wenn es nicht mehrere Kurse hat. Ja, zum Beispiel habe ich eben auch so einen Motivzeichenkurs, auch eins meiner Lieblingsthemen, Blumenzeichnen. Da wollte ich auch ein Update bringen, vor allem, weil es sich auch gewünscht wurde und es passt natürlich auch im Sommer, ja, Ende Frühling, Sommer, Blumen, ein Tutorial dazu anzubieten. Und da habe ich einfach mal Linien gezeichnet, das wieder verbunden. Ja, ich habe nicht nur eine neue Karte für meine Mom angefertigt, sondern daraus auch ein kleines Tutorial gemacht. Und ja, hier Thema Lilien, die ganzen Steps von Skizze, Komposition, Rendering war alles wieder mit dabei. Ja, und dann habe ich mich an eine Sache gemacht, auch wieder Blender. Für die ich lange noch keine Zeit hatte, wo ich aber auch unbedingt dieses Jahr angehen wollte und ich habe es tatsächlich geschafft. Yes! Ich habe all die 2D-Projekte umgesetzt, also 3D, 2D-Mix-Projekte nenne ich das, am Ende der Abschnitte, wo ich zeige, wie man denn jetzt das Gelernte in 3D auch für seine 2D-Arbeiten nutzen kann, weil der Kurs eben nicht nur für 3D-Artists ist, sondern ganz speziell, das kann ich dir hier auch nochmal zeigen, eben auch für 2D-Artists, ja, dass eben auch 2D-Artists das hier, wie es auch hier steht, nutzen können, ja, um eben 3D- und 2D-Fähigkeiten zu verbinden, weil sich das so gut anbietet und weil man da eben relativ viel mitmachen kann. Ja, hier siehst du schon so ein bisschen, was ich da in Projekten umgesetzt hat, ja, dass man zum Beispiel Thumbnails überzeichnet, grobe Komposition nur in 3D sich erschließt, weil es eben so diese gute Perspektivvorlage hat und dann darüber in 2D zum Beispiel Photoshop zeichnet, um Concept Art draus zu machen. Ja, sehr viel Zeitersparnis, sehr viel Frustersparnis und die Techniken optimal kombiniert. Aber eben auch, wie wir es vorhin schon hatten, Mockups, Wallpaper und sehr, sehr viel mehr ist da entstanden. Da waren hier gerade auch ein paar kleine Ausschnitte mit diesem Atrium. Das hatte ich da auch angefangen. Ansonsten hier Crafting. Erste Projekte, die auf einen neuen Kurs auch hindeuten sollten. Ja, mein Crafting-Handbuch habe ich hier angefangen mit ersten Projekten, Heißfolien, Veredelung auf Taschen. Das war so eins der ersten Projekte, die ich da getestet hatte erstmal. Es kam erst später, wo ich dann den Kurs released hatte. Für den Release wollte ich mehrere Projekte haben. Deswegen hier erstmal nur ein paar Eindrücke. Das 2D-Projekt, wie gesagt. Und dann war endlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich das zweite große Random Art of Kindness Projekt zeigen konnte. Da hatte ich das Video dann fertig. Das war super viel Aufwand. Und ich muss sagen, es war leider ein bisschen ernüchternd, was dann leider bei rumkam. So die Attentions waren, glaube ich, so 500 Views oder so, was dann bei rumkam. Es war ein bisschen traurig dafür, dass ich da wirklich Monate investiert hatte. Du hast es ja gerade schon gesehen. Irgendwann im Februar hatte ich schon die Skizze angefangen und natürlich auch mit Videoaufnahmen, Videoschnitt. Das war ein sehr aufwendiges Video. Deswegen ein bisschen ernüchternd, aber ich bin trotzdem riesenfroh, dass ich das umgesetzt habe, weil mir das Thema Blutspenden wichtig ist. Also ich habe es versucht, über kreative Art und Weise zu vermitteln. Da würde ich gerne auch noch mehrere Themen abdecken. Ne, immer so mit kreativ und guter Zweck, das zu kombinieren, Random Art of Kindness und vor allen Dingen auch das Artwork, was dabei rumgekommen ist. Da bin ich so stolz drauf. Muss mal gucken, hier war schon ein Sneak Peek, das kam dann erst später hier, ne, so ein paar Eindrücke aus Blender wieder, 2D, 3D, was ich gerade schon gesagt hatte. Und hier ist es jetzt genau die ersten Glimpses von der Umsetzung dieses, ich sag's mal, Blutspende-Artwork. Ich hab's dann Crimson Muse, habe ich es getauft, des Artworks. Müsste, glaube ich, gleich nochmal mehr kommen. Ich glaube, ich habe es tatsächlich hier gar nicht weiter geteilt. Das weiß ich gar nicht wieso. Dann werde ich es einfach mal einblenden. Also auf das Artwork war ich auf jeden Fall extrem stolz. Ja, dann ist mal kurzzeitig Kara aufgeploppt. Weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, im Juni hier, wie es steht, war plötzlich eine neue Social-Media-Plattform da, Kara. Und ganz ehrlich, ich bin da schon gar nicht mehr. Das war so ein Riesenhype, aber ja, es ist wieder irgendwie im Sande verweht. Und ich bin da auch nicht traurig drum. Ich bin gerade fein damit, auch wenn Instagram, ne, diese ganzen Big Corporations, auch Twitter oder ja, ehemals Twitter, X jetzt, bin ich einfach nicht mehr. Nee, ich habe mir jetzt auch gesagt, du,
den Stress ist es nicht wert. Ich poste meine Sachen in Instagram Stories, das macht mir noch ein bisschen Spaß, aber ich scroll da auch nicht mehr durch. Ich bin da auch ein bisschen müde, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen satt. Dann tue ich halt nicht so die fette Reichweite generieren. Das bin ich auch fein damit, aber ich habe echt so ein bisschen diese Ego-Ziele abgelegt dieses Jahr im Sinne, dass ich viele Leute erreichen muss, dass ich nichts wert bin, wenn ich keine Follower generiere. Das habe ich komplett abgelegt. Das ist es mir einfach nicht mehr wert. Ich habe einfach gemerkt, wie es mir gesundheitlich so viel besser geht, wenn ich nicht darauf aus bin, neue Follower zu generieren, Likes zu generieren. Es geht mir echt am Arsch vorbei. Ich kann es nicht anders sagen. Und es tut so gut. Dann wachse ich halt nicht, weißt du? Dann meine Leute, die mir folgen, meine Mitglieder, die kriegen das mit, was ich mache. Ja, und ich kann auch auf andere Art und Weise Mitglieder oder neue Kunden generieren. Das habe ich zum Glück gelernt. Ja, zum Beispiel auch YouTube ist dafür eine große Sache und andere Kanäle. Aber das vielleicht auch als Learning für dich, wenn du merkst, ein Werbekanal, und das müssen wir ja leider machen als Artists, wenn wir professionell davon leben wollen. Bei mir noch ein bisschen anders, bei mir ist ja eher Art Teaching, ja, aber trotzdem, du brauchst irgendeinen Marketingkanal, wenn du ein Unternehmen hast und Dinge verkaufst, ja, eigene Produkte, brauchst du irgendwas. Und da kann es eben passieren, dass der von allen gelobte Kanal, ne, sei Social Media, sei da aktiv, dass das nicht dein Weg ist. Das habe ich eben auch gemerkt. Instagram, ich teile gerne die Sachen, aber das ist definitiv nicht mein Hauptweg, um Kunden zu generieren. Für manche ist es das, für manche Influencer. Ich würde mich auch nicht als solcher bezeichnen. Vielleicht Content Creator, ja, aber ich hasse dieses Wort. Ich hasse einfach dieses Wort Influencer. Nein, ich bin das nicht. Ich will das nicht sein. Aber ja, ich habe einfach gemerkt, das ist nicht der Weg für mich und deswegen habe ich dann auch irgendwann Kara nicht weitergemacht. Ich hatte es erst so im Sinne, ja, vielleicht könntest du es ja probieren, vor allen Dingen auch deine englische Audience mehr auszubauen, weil damit habe ich so die ganze Zeit gestruggelt, weil ich ja sowohl englischen als auch deutschen Content anbiete, aber aktuell mit meiner Schule eben vermehrt deutschen Content. Und da habe ich immer gestruggelt. Wie mache ich das jetzt? Und ich bin auch jemand, ich switch da auch gern mal zwischen den Sprachen, wie du vielleicht schon gemerkt hast. Ja, und da habe ich immer die ganze Zeit gestruggelt. Wie tue ich das jetzt aufbauen? Tue ich jetzt eher Deutsch promoten oder Englisch oder beides mit beiden Beschreibungen? Oh, und das war mir dann auch irgendwann zu blöd. Und da habe ich gesagt, ich mache es jetzt einfach, wie mir es mit der Laune passt. Primär aber auf Deutsch. Vor allen Dingen, weil ich eben nicht mehr darauf aus bin, unbedingt neue Leute zu generieren. Vor allen Dingen eben, weil ich eher meine Leute ansprechen möchte, die bereits Mitglieder sind, um die zu informieren über neue Updates. So. Und seitdem geht es mir so viel besser. Und ich meine auch, dass es trotzdem auch besser performt. Weiß ich nicht, also ich habe keine Daten, die das unbedingt belegen tatsächlich, aber rein vom Gefühl her, ja, es geht mir einfach besser damit. Also ich fokussiere mich nicht mehr auf Instagram, das ist einfach nur noch ein Spaßkanal für mich und so ein bisschen Infokanal für die Leute, die mir ohnehin schon folgen. Meistens kommen von anderen Kanälen Leute drauf, entdecken mich da und folgen mir dann da auch, aber eigentlich konsumieren sie meine Sachen über andere Stellen beziehungsweise entdecken mich auch über andere Stellen und das eben auch mein Tipp an dich. Wenn ein Kanal überhaupt nicht zu dir passt, gefühlsmäßig vor allen Dingen, wenn du merkst, dass du dich da immer weiter im Kreis drehst, vor allen Dingen mit Algorithmen, die Künstlern nicht wohlgesonnen sind, dann geh dem nicht weiter. Es gibt 1000 andere Möglichkeiten, wie du Leute finden kannst, wie Leute dich finden können als Künstler, die ich auch für mich entdeckt habe. Und sei es auch sowas ganz, wie es eigentlich so verstaubt klingt, sowas ganz Altes wie eine E-Mail-Liste. Funktioniert für mich 1000-mal besser über einen Lead-Magneten, ja, mit meinem Zeichner-Kit, was ich auch auf mehreren Kanäle promote. Aber das alleine funktioniert so viel besser, um Leute aufmerksam zu machen auf mein Angebot und sie dann auch quasi in meine Community reinzuziehen, sie dafür zu begeistern. Ja, es ist ja auch kein Trick, ja, ich will ja Leuten wirklich helfen. Wenn du da authentisch bist und was findest, was dir mehr Freude bereitet, vor allen Dingen auch dieses Schreiben von Newslettern, generell schreiben, mache ich ja sehr gerne. Das liegt mir viel mehr als dieses Bulimie-Posten auf Instagram. Das ist einfach nicht meins. Ich hau gern mal so roughe Sachen raus als Story, ja, und vielleicht hier und da mal ein schönes Bild, wenn ich es fertig habe in meinem Feed. Aber das ist auch sowas. Ich achte null darauf, ob mein Feed hübsch aussieht, ob der
einen kohärenten Stil darstellt. Ich weiß, es ist eine gute Strategie. Wer das machen kann und sich gut damit fühlt, go for it. Ja, dann optimiere halt dein Instagram. Aber ich bin jemand, ich habe 1000 Stile. Ich habe 1000 Dinge, für die ich mich interessiere und auch eine sehr diverse Palette durch meine verschiedenen Kurse. Alles ist vereint so durch dieses Thema. Ich lehre es, ne, und es ist meine Schule. Aber es sind halt sehr diverse Inhalte. Und damit habe ich mich, muss ich sagen, dieses Jahr auch abgefunden. Ich bin ein vielfältiger Mensch und ich bin ja ein Scanner im Art-Bereich. Ich will nicht diese eine Sache vertreten nur. Und das ist vollkommen okay. Und deswegen sieht mein Instagram-Feed auch aus wie Kraut und Rüben, all over the place. Aber das zieht eben auch Leute an, denen das auch gefällt, ja, die vielleicht keine Ameisen sind, die nur von A nach B laufen, sondern die eben auch vielseitig interessiert sind. Solche Leute möchte ich ansprechen. Ja, also da vielleicht auch überlegen, wen möchtest du überhaupt ansprechen? Vielleicht ist das gar nicht der Kevin 1.0, ich weiß, keine Ahnung, der sich nur für XY begeistert, sondern vielleicht sind das eben auch solche diversen Leute, die auch vielfältige Interessen haben. Und ich merke das. Ich merke die Leute, die jetzt, nachdem ich all das akzeptiert habe, die jetzt in meine Community kommen, die sind auch genauso drauf. Ja, die sind auch eher vielseitig interessiert. Und es passt viel besser zu mir, zu denen. Das ist einfach für alle besser, wenn du authentischer lebst. Wenn wir es mal so herunterbrechen, es klingt total banal, einleuchtend, ne, sollte selbstverständlich sein, aber wir tun uns viel öfter verstellen als Künstler. Ich weiß nicht wieso, warum wir immer wieder abdriften, aber ich merke es halt selber. Und wenn wir einfach authentisch leben, vieles ist dann so viel leichter. Kann ich nicht anders sagen. Das. Ja, ansonsten habe ich auch ein paar Partnerschaften dieses Jahr tatsächlich zustande bekommen. Zum Beispiel hier mit Pentips, da konnte ich eine neue Folie auf meinem iPad ausprobieren und so ein paar Pinselspitzen dafür für den Apple Pencil. Das wollte ich schon länger mal probieren. Und da habe ich sie tatsächlich von Pentips hier kostenlos erhalten. Die dann nicht so geil waren, muss ich sagen. Also von den Stiftspitzen per se bin ich nicht überzeugt. Aber hier auch nochmal unbezahlte Werbung an der Stelle. Die neue Folie von diesem iPad, die ist echt geil, weil die funktioniert magnetisch. Ich will es gerade nicht abmachen, weil ich gerade die Präsentation übers iPad mache, aber die Folie ist halt magnetisch, die lässt sich super leicht applizieren, keine Blasen mehr und das Zeichengefühl ist halt, es ist halt wirklich wie traditionell zeichnen mit Bleistift. Ich lieb's. Also bisher ist sie auch noch nicht runtergezeichnet, sie ist ein bisschen teurer, aber ich finde, die Qualität, die hat hier ihren Preis und ist den auch auf jeden Fall wert. Also bin ich echt zufrieden damit. Viel, viel besser als die von, Gott, wie hieß sie nochmal? Selbst von Dutroux, aber ich meine die andere Paperlike, genau. Finde ich viel besser als die Folien, die ich zuvor getestet habe. Falls du also auch noch irgendwie eine Folie brauchst, dann schau dir vielleicht, schau dir vielleicht die Folie von Pentips an. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Unbiased, ich habe es wirklich jetzt mehrere Monate, genau. Ich wollte sagen, ja, aber so lange ist es noch nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall schon länger als ausprobiert und bin sehr zufrieden damit. Das ist sehr cool, dass das jetzt viel leichter zu applizieren geht und auch schnell in Mark zu machen geht, wenn man dann doch den clean Screen haben will. Es lässt sich schön drauf zeichnen, vor allem mit einem Zeichenhandschuh. Braucht man nicht mehr. Man braucht diese Spitzen, fand ich nicht so geil. Die braucht man nicht, aber die Matte, die ist sehr cool. Das war noch als kleine Werbung zwischendrin. Muss auch sein. Vor allen Dingen mit meinem Code, das vielleicht noch am Ende, mit meinem Code Sandra Süßer oder S-Art-School, muss mal gucken, was ich unten geschrieben habe, sparst du auch, wenn du da also auch interessiert dran bist, ohne dass dir Mehrkosten entstehen, kriege ich eine kleine Provision als Affiliate und du bekommst geringere Kosten. Finde ich einen guten Deal, vor allen Dingen von einem Produkt, wo ich echt überzeugt von bin und ich mache keine Werbung von Produkten, von denen ich nicht überzeugt bin. Die haben ja auch zum Beispiel, nur mal als Beispiel für meine Authentizität, hoffe ich, die neuen Spitzen zugeschickt und die finde ich nicht geil, die werde ich auch nicht promoten, weil die nicht funktionieren. Aber die Matte funktioniert, die ist cool und deswegen empfehle ich das auch weiter. Das mal nur noch nebenbei. Ja, ansonsten siehst du, hier habe ich Crafting weitergemacht, weil, wie versprochen, sollte es dazu ja auch einen neuen Kurs geben. Nicht nur deswegen, weil ich auch da gefragt wurde, ne, natürlich, wenn man zeigt, man hat hier Projekte umgesetzt, wie jetzt zum Beispiel Crafting-Projekte, die Paper-Cut-Geschichten und so weiter, dann kriege ich meistens E-Mails von meinen Mitgliedern und die fragen halt dann, ja, könntest du nicht dazu auch ein Tutorial oder einen Kurs machen? Das war natürlich auch ein Grund. Ich will meine Mitglieder immer
glücklich machen. Aber natürlich, ich hatte ja meinen Plotter, den hatte ich ja jetzt neu und den wollte ich gern auch noch ein bisschen weiter testen und vor allen Dingen auch steuerlich absetzen, das Zeug, was ich dafür kaufe. Also deswegen war es tatsächlich auch notwendig, dass ich das tun kann, dass ich da den Kurs dazu erstelle. Also es hatte mehrere Gründe, warum ich das dann tatsächlich auch zwischendrin reingeschoben habe. Ja, dann ging irgendwann mal das Charity-Projekt online, wie du sehen kannst. Da durfte ich das dann posten, weil es erstmal geheim bleiben sollte, ne, um dann auch die Marketingkampagne zu promoten. Aber hier konnte ich das dann auch zum Glück teilen. Ja, dann bin ich irgendwann mit meinen Japanisch-Büchern durchgekommen. Das war auch ziemlich cool. Wobei ich hier auch gemerkt habe, ich habe wirklich alle Bücher dieser Reihe Japanese from Zero durchgemacht. Hätte ich nicht unbedingt machen müssen. Ich bin so jemand, ich mache gerne Dinge zu Ende, wenn ich sie angefangen habe. Aber eigentlich hat mir das jetzt nicht so den krassen Lerneffekt gebracht, wenn ich ehrlich bin, habe ich gemerkt. Ich hätte da viel eher in die Lernweise, wie ich es jetzt mache, übergehen sollen mit ganz speziellen Apps und eben dann direkt auch in das, was ich machen will, wofür ich das lerne, die Sprache, nämlich Animes zu schauen, ohne Subtitle. Ja, das hätte ich viel eher machen sollen, um da weiter schneller zu lernen. Aber ja, das ist auch so ein kleiner Lerneffekt. Du musst nicht unbedingt Dinge zu Ende bringen. Ich habe es dann hier gemacht. Ich bin fucking Perfektionist. Aber ich werde es in Zukunft echt nicht mehr machen. Wenn ich merke, mich bringt eine Sache nicht weiter, dann werde ich es zumindest versuchen. Ich kann es nicht garantieren, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, dann davon wegzugehen und nicht auf Teufel komm raus, Dinge fertig zu machen, nur um sie eben fertig zu haben, obwohl sie mich eigentlich nicht weiterbringen. Das hatte ich auf jeden Fall hier ein gutes Learning. Ich will sie nicht schlecht reden, die Bücher, sind sie nicht. Und sie haben mich vor allen Dingen erstmal überhaupt in die Routine reingebracht, mit Japanisch lernen anzufangen. Aber irgendwo war der Punkt dann da erreicht, vor allen Dingen die letzten Bücher, 4 und 5, da war zu viel Theorie mit zu wenig Praxis. Man hat die ganzen theoretischen Sachen nicht wirklich verstanden. Das war zu wenig Anwendung. Also es hat eigentlich nicht wirklich viel gebracht, wenn wir ehrlich sind. Aber ja, die ersten Bücher, die waren cool, die kann ich empfehlen, um überhaupt mit dem Lernen zu starten. Ja, weiteres Crafting-Projekt mit den Stickern, falls du es noch nicht gesehen hast. Und dann ging tatsächlich der Kurs, wie versprochen, online, ja, Crafting-Handbuch wann war es? Juli, oh Gott. Ist doch schon eine Weile her. Ja, da habe ich die ersten 3 Projekte released, wie man so einen Sticker für ein Geschenkglas plotten kann, Sticker-Sheets eigene und eben die Tasche, die ich schon gezeigt hatte. Das hat sehr viel Spaß gemacht und da sind auch noch weitere Projekte entstanden. Also Crafting war auch ein großes Thema dieses Jahr. Genauso wie natürlich 3D ging weiter und da bin ich so happy. Ich habe endlich coole In-Brand Wallpaper. Ja, wie du sehen kannst, habe ich jetzt so eigene Wallpaper auf Handy, auf iPad, auf Laptop und auf meinem riesengroßen Bildschirm hier auf dem Mac. Es sind jetzt alle Hintergrundbilder gleich, eben mit einem Motiv, was ich in Blender gestaltet habe. Auch wieder 3D, 2D-Projekt, ne, auch als Beispiel in meinem Kurs habe ich also auch wieder kombiniert. Hier mal auch hinter die Kulissen ein Blick mit dem in Blender und dann die farbige Version. Dafür lässt sich Blender auch wunderbar nutzen, ne? Wenn du mal wenn du ein neues Hintergrundbild brauchst, kannst du dir jetzt auch selber craften. Das war ein sehr cooles Projekt, das hat sehr viel Freude gemacht. Da habe ich auch, ja, hier siehst du so ein bisschen mein Monitor und das iPad und dann verschiedene Varianten. Es war echt schwierig, mich dann zu entscheiden. Ich bin mit dem Lila gegangen, weil, obviously, Lila. Aber ich hatte auch andere gemacht. Dieses bisschen Süßigkeitenfarben, dieses Rosane ist entstanden, aber auch zum Beispiel hier genau dieses Grüne, was so ein bisschen Sci-Fi-Matrix-Look hatte. Ich weiß nicht, ich habe da einfach angefangen, Formen zusammenzuwürfeln. Ich bin eigentlich sonst nicht so dieser abstrakte Kunsttyp, aber manchmal, ich weiß auch nicht wieso, aber manchmal überkommt es mich einfach. Da mache ich gern auch einfach mal so ein bisschen abstrakte Sachen und würfel Formen zusammen. I don't know. Und es hat mich dann auch wieder so kreativ inspiriert, was auch wieder so dieses Thema ist. Manchmal gebt ihr einfach auch Zeit, um Dinge random zu erforschen. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht zielführend erscheint oder nicht zu dir passt. Nee, es ist so geil, einfach auch mal Dinge auszuprobieren. Und in dem Moment hatte ich zum Glück auch die Zeit. Das war dann Ende vom Sommersemester, da ging das dann wieder. Das hat so viel Spaß gemacht. Und es sind so gute Ergebnisse, finde ich zumindest, so gute Ergebnisse bei rumgekommen. Meinen Mitgliedern in der Schule hat es auch sehr gefallen. Und es ist auch nach wie vor ein Tutorial, wo ich echt stolz drauf bin. Manchmal wirklich einfach
dem Gefühl folgen und einfach machen. Ja, und hier ging's dann los. War das echt im Juli erst? Ich dachte, es wäre schon länger her. Aber da habe ich tatsächlich meine neue Liebe entdeckt. Noch sowas, folge deinen Interessen. Ich hatte so lange Frust mit meinen Nägeln. Ohne Mist. Ich habe ja mich immer von oben, nicht immer, aber meistens von oben gefilmt, ne, wie ich auf meinem iPad zeichne, wenn ich meine Kurse gemacht habe. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass meine Nägel oder generell meine Hände schön aussehen. Jetzt habe ich aber extrem brüchige Nägel und bin so tollpatschig, dass ich öfter mal irgendwo gegenramme, keine Ahnung, also so Türrahmen und Raufasertapete, das sind so meine Endgegner im Leben. Ich bin viel zu schusselig, ich knall da immer dagegen. Jedenfalls hatte ich nie wirklich schöne Nägel. Und selbst wenn ich mir Nagellack drauf gemacht habe, hat es mich unendlich genervt, weil dieser so frustrierend nur zu applizieren war. Ne? Es dauert ewig und dann sieht es trotzdem irgendwie kacke aus. Vor allem, wenn du kurze Nägel hast, dann sieht das nicht. Und ich war so frustriert, das kannst du dir nicht vorstellen. Gefühlt jede Woche so viel Zeit verschwendet, diese blöden Nägel zu machen. Und jetzt habe ich die Lösung gefunden. Nagelfolien, hey! Also ich habe mich da echt durchgetestet dieses Jahr. Das war so ein Beauty-Learning, was ich dieses Jahr hatte, was aber auch kreativ war, gefühlt so ein bisschen, ne? So verschiedene Folien austesten. Was mir so gut getan hat, ich war eigentlich nie so in der Beauty-Szene drin und jetzt habe ich mich irgendwie entfaltet dieses Jahr, muss ich sagen. So ein bisschen auch vom Femininen her, muss ich sagen, weil ich war nie so drin, wie ich es gerade gesagt hatte, in so diesen klassischen Frauenthemen von ich mache mich hübsch und mach meine Nägel, mach mir Make-up. Da war ich nie so krass drin und ich muss sagen, das hat mir echt gut getan, mich mehr dieses Jahr in diese Themen zu vertiefen. Siehst ja auch hier, ne? Ich bin gerade so voll in Style. Ja, diese Seite mal von mir auszuleben, das war ein neues Gefühl. Und jetzt sehen meine Nägel auch gut aus mit Nagelfolien. Übrigens aktuell von Manico, die kann ich sehr empfehlen. Unbezahlte Werbung. Da habe ich mich durchgefühlt, alle Marken, die es so gibt, durchgetestet und diese habe ich als sehr gut empfunden. Manico ist so aktuell meine Lieblingsbrand, was Folien anbelangt. Da habe ich übrigens auch einen Link in der Beschreibung, falls dich interessiert. Auch wo du günstiger an Folien rankommst und ich gleichzeitig auch eine kleine Provision erhalte. Nee, Provision ist es gar nicht, aber Empfehlungspunkte, glaube ich, dann, ja, egal. Schau da gerne mal rein, wenn es dich interessiert. Das war auf jeden Fall auch ein unerwartetes, aber sehr schönes Learning dieses Jahr. Ja, und dann auch hier wieder Thema, neben den Reviews, die ich angefangen hatte, Thema Fanart. Endlich, ja, gebe ich mich dem mehr hin. Es hat angefangen dieses Jahr, es ist noch nicht da, wo es sein sollte, aber jetzt mit dem neuen Channel, wo ich später noch drauf zu sprechen kommen werde, wird es wieder mehr werden. Ja, Fanart, da gehe ich einfach auf und dieses Jahr war ich wieder big im JJK-Anime drin, also Jujutsu Kaisen. Und da habe ich jetzt dieses Jahr endlich mal meinen Boy Sukuna umgesetzt. I'm so in love. Ich liebe ihn so sehr als Charakter. Den habe ich mal umgesetzt und das finde ich ist auch eine meiner besseren Arbeiten dieses Jahr. Dann kamen ein paar Kickstarter. Ich tue auch gern mal ab und zu andere promoten. Ich mache es zu selten, aber ja, wie gesagt, ich will nicht allzu lange immer online sein in diesen Social-Media-Sachen. Deswegen siehst du meistens nur Sachen von mir, aber vor allen Dingen, wenn mir jemand Sachen zuschickt oder so, dann tue ich das eigentlich auf jeden Fall schon promoten. So ist es nicht. Ja, und dann sehe ich gerade, tatsächlich habe ich im Juli schon angefangen, den Sculpting-Bereich anzufertigen für Blender. Aber das ist halt, das verstehen die Leute auch nicht, ja, wenn sie sehen, ja, du hast ja für den Abschnitt vom Kurs, hast du ja so lange gebraucht. Dann wirst du ja sicherlich auch nur so lange für den nächsten brauchen. Nein, das kannst du nicht so übersetzen. Vor allem nicht für ein Thema, Sculpting, was das allerzeitaufwendigste Thema in ganz 3D ist. Vor allen Dingen beinhaltet es auch Subthemen, die noch zeitaufwendiger sind, wie eben Retopology. Musst du jetzt nicht verstehen, versteh nur, das sind ultra wichtige, und nicht mehr wichtige auch, ultra zeitaufwendige Themen. Ja, das ist nicht was du mal eben machst, wo du schnell ein Modell erstellst. Nein, da brauchst du Stunden bis Tage dafür, um das zu erstellen. Und da kannst du dir jetzt ausmalen, wenn man das schon selber braucht, um so ein Objekt, so ein Modell da zu erstellen. Ich muss natürlich auch Beispiele geben. Ich lehre das ja nicht nur, ich zeige nicht nur, wie es geht. Mal kurz an dem Beispiel. Nee, ich muss da auch wirklich Zeit investieren, um allein die Beispiele zu bringen und dann eben auch das Skript dafür, alles drum und dran. Das ist das Aufwendigste, was ich jeweils gemacht habe.
da da reicht ein Monat nicht, ne, um das zu machen und dann vor allen Dingen nicht neben all den anderen Projekten, die ich habe, das sowieso nicht. Aber das verstehen die Leute nicht und das ist das, wo ich meinte, nee, mach es in deinem Tempo, ja, ignoriere die Leute, die sowieso keine Ahnung haben, die dich sowieso nicht supporten, mach es in deinem Tempo, trust the process, orientier dich an den Leuten, die das feiern, was du machst, die das verstehen und mit dir lernen, mit dir wachsen wollen und nicht solche Leute, die eigentlich insgeheim toxisch sind. Es war wirklich ein Learning, was immer wieder gekommen ist. Ja, neue Skizzen. Dann hatte ich dann war Ende Juli, dann konnte ich meine restlichen Bachelorarbeiten kontrollieren, wie du hier siehst. Das ist immer wie Weihnachten, ja, wie ich es hier geschrieben habe. Das ist echt geil, wenn du so am Ende dann die ganzen Arbeiten erhältst, die du betreust. Das liebe ich halt auch. Das ist ein cooler Benefit. Man bekommt tatsächlich als Dozent die also ein Exemplar der Bachelorarbeit, die Kreativen da anfertigen. Und dadurch, dass es eben Illustrationsstudenten sind oder KDler, also Kommunikationsdesigner, kriegt man halt geile kreative Arbeit. Das ist schon cool. Also dieses Jahr zum Beispiel, wobei die habe ich dann wieder zurückgegeben, weil da habe ich mich nicht wohl gefühlt damit, so eine sehr teure und schöne Figur zu behalten. Die habe ich dann der Studentin wieder zurückgegeben, dass sie das für ihre Zwecke nutzen kann. Aber tatsächlich so eine 3D-Figur hatte ich erhalten. Kinderbücher, Comics, also richtig viele Comics waren dieses Jahr auch dabei hier. Kaya und dann auch so Dungeons and Dragons, Regelwerke. Ein richtig cooles Spiel hier von Paul. Treelord Drawings heißt er auf Instagram. So ein Kartenspiel, wo ich echt finde, das soll er auf den Markt bringen. Ich hoffe, Paul, wenn du das siehst, mach das, bring das raus. Das hat so viel Potenzial, da waren so coole Arbeiten dabei. Also ich lieb's ja nicht nur Leuten zu helfen, deswegen mache ich das ja, ne? Also andere zu fördern, dass sie ihre Kreativität ausleben. Nein, es befeuert mich dann auch wieder rückwirkend, dass ich selber wieder Inspiration für neue Dinge habe, ne? Wenn ich sehe, die schaffen gerade so coole Sachen, dann will ich auch wieder kreativ werden. Also das ist wirklich so ein geiler Kreislauf. Ich liebe es einfach, Lehrer zu sein. Natürlich eher für erwachsenere Kinder, sagen wir mal so, oder Erwachsene. Ne? Deswegen Studis, das macht mir schon am meisten Spaß. Aber ja, ich merke es einfach, ich bin einfach ein Lehrer. Ich liebe es, du merkst es auch gerade selber, ich kann unendlich lange reden. Ich höre mich nicht unbedingt gerne selber reden, aber ich kann lange reden. Ja, es macht mir einfach Freude. Das also hier Juli. Dann muss ich sagen, das kam vielleicht nicht so rüber, aber im August hatte ich echt ein Durchhänger. Die Hitze hat mich fertig gemacht. Die war echt mein Endgegner. Ich war wirklich so Health Points, so von dem Spektrum 0 bis 50 war ich, glaube ich, bei -5. Also ich war echt K.O. im August, nicht nur wegen der ganzen Arbeit. Es war echt viel dieses Jahr, aber da war ich echt so, die Hitze, es waren circa 40 Grad hier jeden Tag in dem Zimmer hier, wo ich dann auch gesagt habe, du, nee, ich kann gerade echt nicht mehr. Und da bin ich dann auch einfach ein bisschen rumgereist tatsächlich. Da habe ich mir dann auch mal erlaubt, wo ich im Nachhinein finde, hätte ich mir viel mehr erlauben sollen und mich nicht teilweise so schlecht fühlen sollen, weil auch hier wieder kamen Stimmen von Leuten, die ja nicht supportive sind, die dann auch sagen, ja, wann kommt denn bla bla bla, die dann wieder Druck gemacht haben, wo ich auch wieder hätte viel eher sagen sollen, nee, ich höre dir nicht zu, du laberst Müll, du setzt mich gerade unter Druck, obwohl es dir gar nicht zusteht. Hätte ich viel mehr machen sollen, aber ich bin froh trotzdem, das, was ich gemacht habe. Ich bin zum Beispiel nach Mannheim gefahren, auf die Animagic, die gar nicht mal so geil war, ehrlich gesagt. Da hätte ich mehr erwartet, aber es war trotzdem ein schöner Tag und ich habe tolle, nette Leute wieder getroffen. Sandy, Grüße gehen raus. Es war super toll. Das mache ich viel zu selten mittlerweile. Ich wirklich mir Sachen einfach gönnen und einfach auch reisen, was ich viel öfter machen möchte. Das und später auch war ich in Heidelberg. Da kommen, glaube ich, auch noch Bilder und andere Sachen können mal weiter durchgehen. Na, hier auch einfach länger spazieren, sich einfach einfache Dinge mehr gönnen. Skizzen über Skizzen. Na, vor allen Dingen, wenn es warm ist. Hier war ich dann mal in dem Riesenrad. Sich einfach auch eine Pause gönnen. Wenn man so viel macht wie ich, ja, oder ihr müsst nicht, oder du musst nicht so viel machen, wie ich mache, das ist auch okay. Aber work hard, aber play hard. Das sollte man auch machen. Das gönne ich mir viel zu selten, da auch ein paar Auszeiten, das weiß ich. Und dem habe ich dann Ende des Jahres deutlich entgegengewirkt. Da bin ich sehr, sehr happy dafür. Ja, hier sind dann ein paar Bilder, genau, Heidelberg. Das inspiriert dann auch wieder, ne? Neue Eindrücke, man braucht neuen Input für neuen Output, sage ich immer wieder. Man kann es nicht oft genug sagen, um kreativer wieder zu werden, um das Kreative
die kreative Energie, die Quelle wieder aufzufüllen, muss man auch einfach neue Sachen erleben, neue Sachen lernen. Ich lerne schon sehr viel, aber neue Eindrücke, also ich reise relativ selten oder habe das jetzt seltener gemacht dieses Jahr und da merke ich einfach, das ist was mir sehr gut tut und das will ich auch in Zukunft deutlich mehr machen. Und wo ich es dann gemacht habe, eben ging es mir deutlich besser. Hier wieder ein paar 2D, 3D-Werke, was ich meinte. Ich habe es echt geschafft, dieses Jahr die ganzen Abschnitte mit den 2D-Projekten in Blender zu füllen. Da bin ich sehr stolz drauf, weil das war auch eine Heidenarbeit. Das hat sich über mehrere Monate gezogen. Aber was bei rumgekommen ist, zum Beispiel hier auch diese Textposter mit verschiedenen Zitaten, finde ich, ist sehr gut geworden. Den Studis hat es auch Spaß gemacht, die Projekte zu bearbeiten. Ist eine coole Sache. Ja, und dann ging es tatsächlich auch schon mit Blender-Animation los. Das habe ich auch angefangen, dieses Jahr zu lehren in der Lehrstelle. Das zweite Jahr dann, das erste Jahr ist 2D-Animation, das zweite Jahr ist 3D-Animation. Das ging auch los und da musste ich natürlich auch neue Werke erstellen, was ich auch aktuell muss. Ne, da ist noch kein Content dafür da, das muss alles noch generiert werden. Aber das macht richtig Laune. Da ging es dann endlich mit Blender weiter. Noch mehr Blender, besser gesagt. Ja, noch eine Sache, YouTube habe ich ein bisschen schleifen lassen nach diesem Random Art of Kindness Video. Ich muss sagen, das hatte mich halt auch echt ein bisschen deprimiert, dass bei dieser ganzen monatelangen Arbeit einfach kaum was bei rumgekommen ist. Und ich meine nicht monetär, sondern einfach, dass Leute es überhaupt nicht beachtet haben. Das fand ich sehr schade, weil es ein wichtiges Thema ist und ich finde, ich habe mir da echt Mühe gegeben. Ist ein cooles Video geworden, aber es hat sich eben so gut wie keiner angeschaut. Ich habe es SEO optimiert und all das, ich weiß, wie es geht, aber ja, es ist leider nicht angekommen. Und deswegen, nicht nur deswegen, ich hatte auch einfach wenig Zeit, ne, mit Lehrstelle, Kursen und allem drum und dran, habe ich dann noch einfach Prioritäten gesetzt. Aber das Resultat war eben folgendes: ja, fehlende Motivation, wenig Zeit, andere Prioritäten, wo ich dann gesagt habe, nee, du pausierst jetzt erstmal YouTube. Da habe ich wirklich ein paar Monate gar nichts gepostet, tatsächlich. Aber dann hatte ich neue Motivation und auch ein bisschen Zeit wieder und habe, was ich schon auch länger machen wollte, Adventskalender-Reviews gemacht. Solltest du das noch nicht gesehen haben, weil ich das gerade sehe mit den 3 Büchern, kannst du dir gerne mal anschauen. Ist empfehlenswert. Das habe ich bei Malwanne gesehen und ich fand es einfach so cool und dachte, das kannst du eigentlich auch auf kreative Art und Weise umsetzen. Es gibt auch kreative Adventskalender, ja, also diese anzuschauen, zu reviewen. Und das war dann so auch so ein erster Test für ein Format, ähnlich wie ich es jetzt mache, einfach auch auf Sachen zu reagieren, ja, Reacts oder mehr ohne Skript zu sprechen. Das mache ich ja auch gerade. Ich habe mir so ein bisschen die Struktur aufgeschrieben. Ich rede jetzt schon wieder viel länger als geplant, aber ich spreche relativ frei. Und das habe ich zuvor weniger gemacht bei YouTube-Videos. Ich hatte sehr, sehr viel geskriptet und ich merke auch, oder habe es eben jetzt gemerkt, durch diese Experimente, dass mir das viel eher liegt und ich viel schneller auch Videos vor allen Dingen produzieren kann, wenn ich einfach frei Schnauze rede, aber trotzdem eine Art Aufhänger habe, wie jetzt zum Beispiel hier diese Stories oder eben Werke, die ich reviewe, seien es Adventskalender oder später, dazu kommen wir noch, andere Videos, andere Werke, ja, wenn ich wirklich Reacts mache, reagiere auf Content, der bereits existiert, will nicht nur das machen, klar, aber dadurch kann ich halt viel schneller auch vor allem geilen Content kreieren, weil ich kenne mich aus in den Themen, über die ich rede, ja, ich bin professionell kreativ, ich kann dazu erzählen, ich brauche nur einen Anker, an dem ich mich orientiere und da habe ich eben gemerkt, dass solche Reacts die sind's. Ja, also das ist es wirklich für mich. Da habe ich auch gemerkt, da habe ich wieder Freude gefunden in dem Prozess, YouTube-Videos und generell Videos zu erzeugen, weil das ist mir echt ein bisschen abhanden gekommen, so in der Mitte des Jahres. Und da habe ich so entdeckt, das ist eigentlich so der Weg. Da soll es da eigentlich weitergehen. Das ist es eigentlich. Das hat sich sehr gut angefühlt. Ja, hier auch nochmal wieder das gute Wetter genießen. Das einfach auch machen. Ich versack viel zu oft hier im Zimmer. Ich liebe mein Zimmer, ich liebe meine Wohnung und was ich tue, aber ich sollte echt öfter auch rausgehen, vor allem wenn es so geiles Wetter ist. Ja, das auf jeden Fall. Mal das Improvement-Meme aktualisiert, das mache ich jetzt echt schon lange, seit 2013 oder so habe ich das, glaube ich, das erste Mal gemacht. Da ist einiges zusammengekommen. Falls sich das interessiert, ne, hier, meine Entwicklung quasi über die Jahre, ich fand das immer bei anderen richtig cool, wenn die gezeigt haben, wie sie sich verbessert haben. Und ich finde, ich bin da noch nicht mal so krass dabei. Da gibt es noch viel krassere Beispiele. Aber mich hat das immer voll motiviert und das wollte ich gerne auch an andere weitergeben. Das habe ich also auch online. Findest du auch in meiner Community. Schau da gerne vorbei auf Discord. Da ist das alles mit drin und da kannst du auch deinen eigenen Progress da gerne posten.
Genau, und deswegen ist das Wachstum auch relativ langsam vorangegangen, YouTube, ne, weil ich es lange schleifen lassen hatte, aber habe tatsächlich dieses Jahr die 5000 Abos geknackt auf meinem Hauptkanal. Ja, langsam aber stetig, so nach 4 Jahren. Ja, das sehe ich aber auch mittlerweile, ist mir nicht so wichtig, wie schnell ich da vorwärts komme. Hauptsache, es geht vorwärts. Das fand ich halt ein bisschen ernüchternd für die Arbeit, die ich zuvor reingesteckt hatte. Und jetzt läuft es etwas besser, vor allen Dingen mit dem anderen Projekt, was ich gestartet habe, was dann aber noch kommt. Jedenfalls deswegen Adventskalender-Reviews muss ich natürlich schon eher beginnen. Ja, hier, was war das, August oder so? Ja, September. Bisschen weirder Monat, um Adventskalender anzuschauen, aber man muss natürlich vorproduzieren, ne? Weitere Nagelfolien ausgetestet, sehr viel Videoschnitt. Da ging dann, ja, das war, glaube ich, das letzte 2D, 3D-Projekt für Blender zu Ende im September. Und dann kam eine richtig coole Sache. Siehst du hier schon ein bisschen die Vorschau. Eine Sache, die ich ebenfalls lange nicht mehr gemacht hatte, Cosplay. Oh mein Gott, es war so cool. Ich weiß nicht, wie ich nochmal da drauf gekommen bin, aber ich liebe Halloween, ne? Ich liebe alles, was makaber ist und überhaupt verkleiden, ne? Also das ist einfach was ich schon lange mache und viel zu selten auch mache. Und da habe ich gesagt, dieses Jahr machst du wieder ein Cosplay. Und da war ich erst so ein bisschen hin und her gespalten. Zwischen Sukuna und Crocodile, Sir Crocodile aus One Piece, was ich von beiden mache in der weiblichen Variante und come on, also nach diesem Test, ich hatte so gut wie alles davon da, das war richtig weird, ich musste fast nichts neu kaufen, außer dann den Haken, habe ich dann Sir Crocodile gemacht, das fand ich einfach zu geil, hier ging es mit Sculpting so ein bisschen weiter, ja, und da habe ich mir so einen Haken, so einen billigen Piratenhaken geholt und den Gold angesprüht und es hat so gut gepasst. Ja, ich glaube, da kommen dann auch gleich Bilder. Ansonsten Oktober natürlich alles so im Zeichen von Halloween so ein bisschen versucht zu machen und natürlich Sculpting, das ging eigentlich so die ganze Zeit jetzt seit Juli, Blender eigentlich Sculpting, das siehst du, da wirst du immer wieder ein paar Skulpturen und Ansätze für den Kurs dafür sehen, ne? Also das ist ein fortlaufendes Thema, ansonsten eben auch, wie gesagt, Halloween, solche Spinnnetzuntersätze habe ich als neues Projekt für den Crafting-Kurs erstellt, dazu auch passende Fotos, ne? Hier Sculpting, wie ich sagte, Adventskalender-Reviews, also alles drum und dran, YouTube-Kurse, das war so das Hauptding. Neben natürlich hier zum Beispiel auch die Bachelorfeier neben meiner Lehrstelle. Also YouTube, meine Schule und die Lehrstellen, da war ich gut genug bedient damit. Da hatte ich genug zu tun, wo da auch nicht so viel sonst Zeit blieb. Ja, und hier hier war es dann, habe ich dann meine Haare gefärbt und ich finde es echt schade, dass ich die Farbe nicht behalte. Die sind jetzt schon wieder braun. Aber ich finde es eigentlich so geil, dieses Blau-Schwarz. Ich liebe es. Und ich meine, come on, das sieht so gut aus. Aber es bleibt halt nicht. So gefühlt das ist ja eigentlich Dauerfärbung, soll das sein. Und es bleibt gefühlt 2 Haarwäschen und dann ist es schon wieder raus. Es ist so unbefriedigend. Anyway, das hatte ich gemacht. Hier, wie gesagt, neue Sculptures, Werke für die Lehrstelle. Und dann war der Tag gekommen. Ich habe mir ein Ticket für die One Piece Symphonie in Stuttgart war das in der Porsche Arena? Ja, in der Porsche Arena habe ich mir geholt und mich als Sir Crocodile in der Female-Variante verkleidet. Oh mein Gott, war das cool. Also es hat einfach so viel Spaß gemacht. So, ich mache mir dann immer so Musik, eine Playlist an, mich allein schon so zu stylen, so in komplett andere Haut zu schlüpfen gefühlt. Das war schon so cool, das habe ich so vermisst. Und dann eben auch das Konzert an sich, die Symphonie, das war so schön, so schöne Musik. Und dann habe ich auch andere Cosplayer getroffen, wie du hier sehen kannst, haben wir Fotos zusammen gemacht und das war so, so schön. Das hat so Spaß gemacht. Das will ich unbedingt wieder machen. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen neben diesen Adventskalender-Reviews der Anstoß, warum ich dann eine andere Sache in Angriff genommen habe, beziehungsweise genau zu der Zeit geplant habe. Vielleicht hast du es schon gesehen, vielleicht aber auch nicht. Ich habe einen neuen YouTube-Kanal gestartet, weil ich eben gemerkt habe, dass mir diese Reacts gut liegen, dass mir das total viel Spaß macht und vor allen Dingen, weil mir eine andere Sache fehlt. Und das ist der Bereich Japanisch. Ja, ich habe die ganze Zeit Japanisch gelernt, aber vor allen Dingen eben das Thema Anime. Ich bin einfach nicht so oft, wie ich es gerne wollte, dazu gekommen, mehr das anzuschauen, mich zu verkleiden, Cosplay zu machen und Fanart zu erstellen. Ne? All die Dinge, die ich vor uns angesprochen hatte, was du jetzt vielleicht schon gehört hast, all das wollte ich gern mehr machen. Und deswegen habe ich mir überlegt, da einen React-Channel dazu aufzubauen, der jetzt im Dezember gestartet ist.
Und holy moly ist der gut gestartet. Das hätte ich nicht erwartet, dass es so gut ankommt, aber wie viele Views und Subs ich in so kurzer Zeit generiert habe. Es ist fast ein bisschen traurig, weil so viel habe ich noch nie in so kurzer Zeit auf meinem Hauptkanal, den ich jetzt schon seit 5 Jahren betreibe, erreicht. Also einerseits geil, andererseits tat's ein bisschen weh. Aber ich finde es so cool und ich merke, dass ich so darin aufgehe. Du merkst es vielleicht auch jetzt, dieses Format, ja, dieses Reagieren und einfach frei Schnauze in die Kamera sprechen. Das tut so gut, auch wenn ich mich ab und zu ein bisschen verhaspel. Das ist vollkommen okay. Ich verzeih's mir mittlerweile. Ich kann mittlerweile relativ frei vor der Kamera sprechen. Das war nicht so lange, das war noch nicht lange der Fall. Und da bin ich sehr happy drüber und vor allen Dingen kann ich jetzt diese vernachlässigte Passion ausleben und gleichzeitig das aber mit meiner Kunst kombinieren. Das heißt, ja, es ist gerade auch wieder sehr viel mehr Aufwand, aber meine Mitglieder haben zum Beispiel auch was davon, weil ich natürlich die Kunstwerke, die ich erstelle, auch das Making-of wieder auf die Schule stelle, mein TV-Archiv fülle. Also das langfristige Ziel ist es wirklich so, vor allen Dingen auch die Hauptkurse fertig zu kriegen, natürlich, aber eben vor allen Dingen verstärkt Dinge zu Sachen zu schaffen als Hommage oder eben eigene Projekte, zu denen ich dann den Prozess hochlade, aber vor allen Dingen mich meinen Passionen hingeben kann und gleichzeitig damit Leuten helfen kann, die unterhalten kann und dass wir ja zusammen, dass ich vor allen Dingen auch Leute finde, das merke ich gerade, dass das stattfindet, Leute finde, mit denen ich mich über diese Themen unterhalten kann, weil ich das nie hatte. Ich hatte das nie in meiner Kindheit, da war das ja noch nicht so im Mainstream angekommen, Anime, wie es jetzt schon ist. Und selbst da habe ich nicht wirklich jemanden, mit dem ich so über vor allen Dingen die Anime sprechen kann, die mich gerade interessieren. Das hatte ich nie. Aber vor allen Dingen früher eben nicht. Da war ich immer so ein bisschen der Außenseiter, der Otaku, ne, der sich für die weirden Anime-Sachen und die eher komischen Schlitzaugen aus Japan oder in dem Fall ja eher die großen Kugelaugen interessiert hat. Ja, das war damals sehr verpönt. Da war ich immer so Außenseiter und konnte mich nie mit jemandem drüber unterhalten, außer eben online. Und das habe ich mir jetzt zurückgeholt. Und jetzt fühle ich mich halt das erste Mal so richtig verbunden mit Gleichgesinnten, mit denen ich darüber reden kann. Und ich habe jetzt auch einen Moderator in meiner Community gefunden, lieber Tobias. Ich freue mich so sehr. Du wirst es hoffentlich auch schauen, mal gucken. Aber bin ich echt so froh, dich gefunden zu haben. Wir harmonieren so gut, du machst so gute Arbeit und ich mag es einfach, mich auch mit dir über Anime auszutauschen. Anyway, ja, also das alles fließt da so mit rein. Da merke ich gerade, da gehe ich gerade extrem drin auf. Und ja, auch da merke ich brauche unbedingt Hilfe. Hilfe. Gleichzeitig, weil ich das alles nicht auf Dauer alleine stemmen kann. Das merke ich, ja. Ich merke, dass es der richtige Weg ist und ich weiß auch, was ich tun kann und muss. Ja, zum Beispiel einfach einen Cutter besorgen oder den Videoschnitt schneller gestalten. Da habe ich schon Ideen. Ne, ich weiß, dass es da auf jeden Fall Ausbaupotenzial hat. Auf jeden Fall. Aber aktuell weiß ich einfach, okay, der Grind, er muss sein. Er ist auch gerade da. Ich bin gerade echt ausgelastet. Also mehr kann ich nicht machen. Das merke ich gerade. Ich bin gerade echt an meiner Grenze. Das kann auf Dauer nicht so weitergehen, das weiß ich. Aber es ist geil gerade. Ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich muss die Stellschrauben, die muss ich anpassen jetzt. Das weiß ich. Das sind dann auch ein paar Ziele für das nächste Jahr auf jeden Fall. Aber ich fühle mich gerade das erste Mal so richtig lebendig wieder, muss ich sagen. Richtig gut. Wo ich weiß, ich habe mich nicht in irgendeine Ecke reingearbeitet, sondern ich arbeite mich gerade raus aus einer Ecke, wo ich mich gefühlt hingedrängt hatte. Das ist gerade richtig gut, richtig befreiend. Manchmal muss man in die Mehrarbeit reingehen, manchmal muss man grinden, um wieder rauszukommen aus dem Grind. So fühlt sich's gerade an. Ja, um wieder auf eine richtige Bahn zu kommen. Klar, irgendwo musst du ja dann die Zeit investieren, ne, um dir was Neues zu schaffen. Kannst ja das Alte nicht einfach sein lassen. Nee, das muss natürlich weitergehen. Gerade wenn du zum Beispiel einen Jobwechsel anstrebst oder so, dann musst du dich halt erstmal dafür hinarbeiten zu diesem neuen Job und entweder Bewerbungsgespräche machen oder halt die Skills erstmal dafür aufbauen, was auch immer. Ne, man muss erstmal mehr Zeit investieren, bevor man dann vielleicht wechseln kann, das andere reduzieren kann oder wie auch immer man das dann macht. Aber es ist erstmal mehr Arbeit, das ist klar, ne? Es sollte nicht auf Dauer sein, das ist nicht das Ziel, aber ja, aktuell merke ich, das geht in eine bessere Richtung. Das ist echt cool. Ja, deswegen hier dieses Crocodile-Cosplay hat so viel mehr ausgelöst, als man denken mag. Das war wirklich gut.
Skype-Ding. Da habe ich so einen Drachen angefangen. Der ist noch nicht ganz fertig und auch das Porträt nicht, aber das meinte ich ja, ne? Das sind so viele Dinge, die dazugehören. Das sehen viele von außen nicht. Das kriegst du nicht einfach in ein paar Tagen hin. Vor allen Dingen kann ich ja nicht Vollzeit dran arbeiten, ne? Also allein die Lehrstellen, da bin ich ja schon 2 Tage fast Vollzeit mit beschäftigt. Da habe ich vielleicht 3 halbe Tage, wo ich gerade die Woche an Kursen arbeiten kann, nicht mal. Muss ja auch vorbereitet werden, die Lehrstelle. Also ist gerade echt viel. Sehr, sehr viel. Aber es wird besser. Ja, hier dann Harry Potter, da hatte ich mich auch für extra verkleidet. Ich bin richtig dann drin aufgegangen wieder in diesem Verkleiden und Make-up. Da kam alles dann irgendwie auf eins. Das war richtig cool. Und es kam sogar noch eine Sache. Ja, genau, das kommt, glaube ich, gleich. Genau hier habe ich durch Zufall kam mir das dann irgendwie auf Facebook aufgeploppt, dass wohl, das war dann nur wenige Tage später, ein Konzert von Petra Scheser in Stuttgart ist. Für die, die es nicht wissen, Petra Scheser ist eine der absoluten Anime-Ikonen, oder Anime-Gesangsikonen, was deutsche Synchronisation anbelangt. Die hat nämlich für ganz viele Lieder in klassischen deutschen Anime-Synchronisationen, ja, die Stimme gemacht. Also sie hat einfach Lieder eingesungen, wie zum Beispiel mein Favorite Song, Karte des Herzens von One Piece. So, und da dachte ich mir, oh mein Gott, ich habe eigentlich keine Zeit, aber irgendwie muss ich mir dafür Zeit freischaufeln und ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe, dass ich dann mir einfach ein Ticket bestellt habe und da hingegangen bin. Ja, hier, ich konnte sogar ein Foto mit Petra machen und ich bin so happy, weil da ist einfach so ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Auch wieder spielt, ne, in dieses Thema Anime rein, was mich ja auch ursprünglich inspiriert hat, überhaupt Kunst zu schaffen, ne, meine Liebe auszudrücken zu Sachen, die ich feiere in Form von Fanart. So hat alles begonnen. Und so schließt sich der Kreis wieder. Das war so eine geile Nacht, wirklich. Sie hat auch Digimon dann gesungen, was eigentlich Frank Schätzing gesungen hatte, ne? Leb deinen Traum, das kennst du vielleicht. Das hat sie dann auch gesungen und viele andere geile Lieder. Oh, es war einfach so geil. Ich glaube, sie spielt auch nächstes Jahr wieder in Deutschland ein paar Konzerte, was sich das auch interessiert. Das lohnt sich, das ist richtig geil. Und ja, da musste ich natürlich auch ein bisschen was teilen. Ich bin eigentlich sonst nicht so, was Konzerte angeht. Das finde ich auch selber eigentlich immer nervig bei anderen, aber ja, muss ich dann einfach auch machen. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Wir nähern uns jetzt dem Ende des Jahres. November ist jetzt schon fast eine Tradition. Ich will jetzt nicht sagen wie jedes Jahr. Das habe ich eigentlich erst das Jahr davor angefangen. Habe ich einen Ningajo angefangen. Also du siehst, das ist immer mehr der Einfluss von Japanisch. Das will ich nicht mehr unterdrücken. Ich will das ausleben. Ich weiß, dass es mir gut tut und dass es auch meiner Kunst gut tut, meinen Kursen gut tut. Deswegen tue ich das einfach immer mehr einarbeiten. Jedenfalls habe ich so eine Ningajo-Karte, nennt sich das, angefertigt oder als Bonus für meinen Black Week Sale, der immer Ende des November, wo ich versuche, den zu veranstalten oder mindestens alternativ auch als Weihnachts-Neujahreskarte sozusagen für meine Mitglieder, habe ich das als extra hier neben 3D-Animation. Da hatte ich auch gerade Agatha, sehe ich gerade, das hatte ich nebenbei angeguckt, habe ich wieder angefertigt und ich muss sagen, das nächste Jahr ist im Zeichen der Schlange, hier siehst du es. Da war mir gerade der Toner ausgegangen, da muss ich nochmal neue Farbe bestellen, aber hier siehst du schon so ein bisschen. Das nächste Jahr ist im Zeichen der Schlange und entsprechend habe ich eben auch eine neue Jahreskarte mit einer Schlange angefertigt und die gefällt mir, muss ich sagen, echt viel besser als der Drache vom letzten Jahr, obwohl ich Drachen mehr mag. Und da habe ich dieses Jahr auch mit so einer grünen metallischen Folie gearbeitet, also da ist wirklich so eine Heißfolienveredelung drüber, habe ich wieder ein bisschen gecraftet, also es ist alles auch handgemacht. Das hat so viel Freude auch gemacht. Ja, Adventskalender, der letzte Review. Und genau, hier sind sie dann, die Ningajos. Da hatte ich auch wieder Poster-Varianten erstellt, so. Die sind so cool geworden, da bin ich sehr happy damit. Das war auch eins meiner Lieblingskunstwerke. Ja, und dann hier Ende November sind wir auch fast schon am heutigen Zeitpunkt angekommen. Blender ging dann weiter und dann kamen meine ersten Reacts. Ich hatte erst das allererste React habe ich auf Deutsch gemacht. Ja, für diesen Kanal hier, für diesen YouTube-Kanal. Und das war ein Test und der hat so gut funktioniert, dass ich dann gedacht habe eben, ja, trau dich halt auch, das in Englisch zu machen. Vor allem auch, um mehr zu erreichen, aber ich finde auch Anime und darüber zu sprechen, das finde ich leichter auf Englisch. Ja, und dann habe ich es eben auch da gemacht, neben der ganzen normalen Kursarbeit und Lehrarbeit. Hier siehst du schon so einen kleinen Klims. Habe ich dann das Ganze hier gestartet am
Nikolaus. Da gingen meine ersten Videos online und holy moly, war das ein Aufwand, das Ganze zu schneiden. Es ging trotzdem deutlich schneller als jedes andere YouTube-Video zuvor, aber musst du dir vorstellen, das war jeweils eine Stunde ungefähr pro Video Laufzeit. Und das heißt aber übersetzt, wenn du eine Stunde Videomaterial irgendwo veröffentlichst auf YouTube, bedeutet das mindestens, ja, so ab 2 Stunden in der Regel deutlich mehr aufwärts für den Schnitt alleine. Noch gar nicht einberechnet, die Thumbnails zu erstellen, ja, also die Vorschaubilder, die Beschreibung, alles, was dazu gehört. Das sehen die meisten Leute nicht, was da an Arbeit drin steckt. Und ich habe es mir erst selber ausgesucht, ich weiß, nur um das mal zu sagen, wenn du 1 Stunde Material von mir erhältst, sei es als Kurs oder YouTube-Video, dann stecken da mindestens 15 Stunden, allermindestens, an Arbeit dahinter. Mindestens. Bei meinen Kursen in der Regel sogar eher zwischen 20 und 50 Stunden pro 1 Stunde Video. Es ist einfach viel aufwendiger, als die meisten denken. Da gehört so viel dazu. Bei den Reacts natürlich weniger, deswegen geht's schneller. Aber wenn ich mal von den Kursen spreche, und ich hatte das, glaube ich, auch mal in meinem Newsletter geteilt, da gehört da die Outline dazu. Also was will ich überhaupt sagen? Wie strukturiere ich das? Recherche, wenn ich Themen noch nicht so ganz verstanden habe oder noch Details brauche. Das Scripting an sich von den Videos. Die Aufnahme von den Videos und dann oft auch in mehrfacher Form. Nur Audio, nur Video, Beispielvideos, wie ich was zeige. Beim traditionellen Zeichnen oder Zeichnen generell zum Beispiel sowohl traditionell als auch digital. Der Videoschnitt in Rohfassung, aber eben auch in Feinschnitt. Materialgeneration, was die Studenten dann erhalten, wie PDFs, Bilder und so weiter, der Upload, die Komprimierung, die Aufbereitung der Lektion und dann natürlich auch das Marketing, alles drum und dran. Und dann siehst du schon, das ist eine fucking Menge. Da ist nicht einfach mal ein Update rausgehauen, rausgekotzt, ne, in einer Stunde. Das vergessen die meisten, was da wirklich an Arbeit dahinter steckt. Versteh mich nicht falsch, ich liebe es, ich mache es gerne, aber ich kann es echt nicht ausstehen, wenn Leute dann daherkommen und quasi fordern, mach das doch mal schneller, ne? Oder ja, stell dich doch nicht so an, ist doch nur eine Stunde. Da kannst du ja mal machen in der Woche. Die wissen nicht, was dahinter steckt. Vor allen Dingen, wenn man es so wie ich habe den Anspruch an mich, wenn man es qualitativ machen will. Ja, ich will nicht einfach was rauskotzen. Ich will was machen, was Bestand hat, was gut ist, was den Leuten auch was vermittelt, wo sie tatsächlich was lernen, ja, weil es eben gut gemacht ist. Ja, das nur mal so nebenbei. Ja, und dann ist der Rest eigentlich schon größtenteils Reacts, kreativ wichteln. Das sollte mittlerweile mein Bild dazu erschienen sein. Hier habe ich es natürlich noch nicht geteilt, weil es noch Secret ist. Morgen ist tatsächlich der Stream. Also wo ich das gerade aufnehme, ist vor dem Wichtel-Stream. Alles sehr gequetscht, aber muss sein, weil Geschenke sind ready und in ein paar Tagen geht's in die Heimat, da wo ich jetzt schon sein werde, wenn du das Video siehst. Da werde ich die Zeit mit meiner Familie genießen. Deswegen ist hier jetzt nicht mehr so viel dazu gekommen. Noch ein neues Tutorial, eigene Geschenke, Anhänger machen und eben das Wichtelwerk. Neben den React, Lehrstellen und Kursen ist, sage ich, oder würde ich sagen, genug dabei rumgekommen. Ja, damit wären wir kurz, das sind jetzt fast 2 Stunden. Ich weiß nicht, ob du noch dabei bist. Ich würde mich freuen. Aber ja, das war so ein kleiner Überblick in mein kreatives Jahr 2024. Ich würde sagen, fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen, bevor ich in den Ausblick übergehe. Ja, dann hier einmal als Zusammenfassung mein Jahr in Bildern, in Kreativbildern 2024. Ich erstelle da immer gerne so eine Collage, die das Ausgangsmaterial, dass du dir auch selber daraus eine Collage machen kannst sozusagen, das gebe ich immer in meinem Newsletter raus, also da auch gerne abonnieren. Ja, also das sind so, würde ich sagen, meine Lieblingskunstwerke aus diesem Jahr, die da zusammenfassend entstanden sind. Wir hatten hier ein Werk, was repräsentativ für meinen Zeichenkurs Zeichnen lernen mit der S-Methode Teil 2 steht, diese Lightbox. Mein Selbstporträt, was auch meine neue Visitenkarte geworden ist. Meine Illustration, so das Hauptwerk für meinen neuen Procreate Dreams Kurs, also Animation. Dann ein 2D-Gemälde, was ich tatsächlich in Blender erstellt habe, ja, zum Texturing-Abschnitt. Sehr, sehr viel Blender hier auch. Der Wallpaper, mein Lieblings-Wallpaper. Das Kunstwerk zu Random Art of Kindness, ja, dieses Blutspende-Artwork, wie ich immer sage, mit dem Herzen, das, was ich sehr schön fand. Da war ich vor uns nicht so stark drauf eingegangen. Diese Reisepinnwand ist auch ein Tutorial geworden in meinem neuen Crafting-Handbuch.
ein 2D, 3D-Projekt aus Blender, Create More, so ein Zitat mit Curves hier modelliert. Eine von den Skizzen, ich dachte zusammenfassend noch dazu ein Werk zu integrieren in die Collage, weil ich ja doch auch sehr, sehr viel skizziert habe, wo ich jetzt nicht ein Endwerk dazu erstellt hatte, zumindest noch nicht. Den Charakter würde ich immer noch sehr gerne sculpten. Das war eigentlich das ursprüngliche Ziel, warum ich den hier angefertigt hatte oder mich quasi in Cartoon-Form. Deswegen eine Skizze sollte auf jeden Fall mit drauf. Dann hier für meine Leerstelle sollte auch repräsentativ was drauf, eine der 3D-Animationen. Suko natürlich als Fanart. Und zum Schluss dachte ich, das Wichtelwerk war ja hier noch nicht fertig, dass ich noch die Ningajo, die Schlangenkarte, noch mit integriere. Also es ist, wie du gesehen hast, deutlich mehr entstanden. Aber das würde ich sagen, sind so meine Lieblingsartworks von diesem Jahr, die das Jahr auch sehr gut zusammenfassen. Es ist also insgesamt sehr viel Crafting rumgekommen. Sehr viele Crafting-Projekte. Ich habe mehrere Kurse fertiggestellt. Vor allen Dingen einen Hauptkurs, der mir sehr am Herzen liegt. Dieses Zeichnen lernen mit der S-Methode. 2 Blender habe ich sehr viel geschafft, wenn noch nicht fertig, aber das habe ich auch nicht antizipiert. Also das war vollkommen okay so. Das war so geplant. Das war mir bewusst, dass ich das nicht schaffe. Und es wird auch noch eine Weile so weitergehen, weil Blender ist viel zu umfangreich. Und es kommen auch ständig Updates. Ne? Ich habe ja auch währenddessen, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, kam ja auch immer wieder eine neue Version raus, wo ich auch Updates dazu gebracht habe, ne? 4.2, 4.3, das geht ja ständig weiter. Da müssen auch Updates kommen. Das war also auch, deswegen bin ich da vollkommen okay damit. Und dann eben vor allen Dingen auch dieses große Thema Anime und der neue React-Kanal, da bin ich auch sehr happy, dass ich das angefangen habe. Ja, und da würde ich auch sagen, das zählt zu meinen neuen Zielen in 2025 mit dazu, diesen Kanal auf jeden Fall auszubauen. Und das würde ich auch mal kurz festhalten, so als neues Thema oder letztes Thema für dieses Video, was ich mir quasi als Hauptziele setze für 2025. Kannst du ja auch für dich machen, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, solltest du das noch nicht gemacht haben, ja, was deine Ziele für 2025 sind, so diese Endreflexion. Und ich persönlich, ich plane auch eher in Quartalen mittlerweile. Also ich sag nicht, ich will jetzt das und das zwischen Januar und Dezember 2025 erreichen. Nein, sondern eher eigentlich, ich habe allgemeine Ziele, ja, die werde ich mir jetzt auch aufschreiben, aber eigentlich plane ich viel mehr dann in Quartalen. Also Januar bis März, April bis Juni, Juli, August, September bis September und dann das letzte, also Q1, Q2, Q3, Q4. Weil die Welt ist einfach viel zu schnelllebig, es passiert viel zu viel, was ungeplant auch ist und eigene Ziele ändern sich auch einfach, dass man nicht so lange in die Zukunft planen sollte. Und vor allen Dingen hat man da auch immer wieder einen frischen Start, wo man nicht auf ein neues Jahr warten muss, bevor man dann eine Sache angeht, was ich viel besser von der Planung her finde. Ja, nennt sich übrigens 12-Week-Year, da habe ich das her. Und mein Projektplaner, den ich übrigens auch anbiete, mit dem ich jedes Jahr mein Jahr plane, der verfolgt genau dieses Prinzip auch, dass du dir gern Jahresziele aufschreiben kannst, aber eigentlich planst du dann in 12 Wochenschritten, also Quartalsschritten. Das würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen. Ansonsten, ja, ein großes Ziel, mach das jetzt einfach mal so, ist auf jeden Fall Blender weiterzumachen und vor allen Dingen Sculpting fertig zu machen. Also Sculpting, dieser Abschnitt, das kann ich dir jetzt einfach mal so sagen, das wird auf jeden Fall fertig werden. Also das habe ich so fest im Blick, das soll auf jeden Fall fertig werden. Ob ich dann schon was Neues anfange, weiß ich noch nicht, weil auf jeden Fall von den Kursen her Zeichnen lernen 3, gegebenenfalls auch 4, ich tue es aber mal in Klammern packen, soll auf jeden Fall auch passieren. Das ist mein Hauptkurs, meine Hauptkursreihe. Ja, deswegen will ich das natürlich auch weitermachen. Ich sag mal, weiter / fertig. So. Also das wären so die Hauptkurse, die auf jeden Fall weitergehen werden. Wenn ich es schaffe, würde ich gerne auch Animationen beginnen in Blender. Das habe ich mir auf jeden Fall auch schon definiert. Und natürlich neben den Hauptkursen sollen auch weitere Kurse weitergehen. Primär Updates dazu. Ich plane nicht unbedingt einen komplett neuen Kurs rauszuhauen. Das will ich versuchen eigentlich dieses Mal zu vermeiden. Also neben Zeichnen lernen 3 und 4 würde ich gerne mich darauf fokussieren, das, was bereits da ist, weiter zu füllen. Ja, zum Beispiel das TV-Archiv, vor allen Dingen auch mit den Werken, die ich jetzt zu den Reacts erstelle. Aber auch zum Beispiel das Crafting-Handbuch, das will ich weiter füllen.
Und natürlich auch weitere Kursupdates, das schreibe ich jetzt einfach mal so, weil zum Beispiel Procreate weiß ich, dass da auch bald ein Update kommt und da will ich natürlich auch meinen Kurs aktuell halten. Das kann ich aber nicht so planen wirklich, weil ich nicht weiß, wann die Updates releasen wirklich. Es gibt so allgemeine Prognosen, ja, da und da machen wir es, aber genauso wie es bei mir ist, geht die Planung manchmal durcheinander, ne, und passieren dann manche Dinge eher oder später und deswegen muss ich dann auch eher spontan reagieren, wann ich welche Updates bringe. Aber so ganz allgemein gesprochen her, von meinen Kursen her, ja, also die 3 Sachen, so die Kurse, würde ich diese Dinge ins Auge fassen für das Jahr und das natürlich dann auch wieder auf die Quartale herunterbrechen, schrittweise. Was hier YouTube anbelangt, teile ich das mittlerweile. Ich möchte auf jeden Fall hier eine bessere Routine reinbekommen. Also was das Veröffentlichen von Videos anbelangt. Ich weiß nicht, ob ich wirklich wöchentlich ein neues Video bringen will. Es wäre schon vollkommen fein, wenn ich hier monatlich ein neues Video wirklich hinbekomme, weil es so viel Aufwand ist. Aber auch hier möchte ich gerne mehr in dieses neue Format der Reacts gehen, weil ich merke, dass ich da einfach viel zu sagen habe, viel Gutes, Wertvolles zu sagen habe und mir es auch deutlich leichter fällt, den Content dafür zu generieren. Ich glaube, ich würde das gern mehr separieren, dass ich vielleicht so hier und da Tutorials bringe, aber eigentlich weniger. Eigentlich möchte ich meine Schule primär mit Tutorials bespielen und YouTube mehr dafür reservieren, auf Inhalte anderer zu reagieren, sodass ich dafür schneller Content generieren kann und gleichzeitig trotzdem auf meine Tutorials aufmerksam mache, ohne dass die konkurrieren mit dem Inhalt auf YouTube. Zumindest auf dem Art-Channel. Also Routine und natürlich auch ein paar, also vor allen Dingen Sachen ausprobieren, was Reacts anbelangt. Gerne auch, ich weiß es noch nicht, aber ich würde es jetzt erstmal ins Auge fassen, mehr von diesen Random Art of Kindness Videos, sowas, das auf jeden Fall und natürlich weitere Reviews, das schreibe ich jetzt aber mal nicht, das sollte klar sein. Also primär vor allen Dingen hier diese Routine, darum geht's mir, da wieder mehr reinzukommen und das auszubauen. Aber nicht nur das, YouTube ist wie gesagt jetzt zweigleisig für mich und ganz ehrlich, ich würde es da auch nicht schlimm finden, wenn ich das hier nicht hinbekomme, ja, wenn ich merke auf Dauer, es ist jetzt erstmal ein Experiment, aber wenn ich merke, dass es auf Dauer doch eher belastend ist und ich nach wie vor YouTube ein bisschen auf Kriegsfuß bin, wie es jetzt ein paar Monate war, ne, mit der Attention, dass ich es vielleicht auch einfach lasse und mich auf den zweiten Kanal fokussiere, sprich auf den React-Kanal, wo ich auf Anime und japanische Kultur reagiere, weil das erfüllt mich gerade am meisten und dadurch, dass ich da eben auch Art anfertige zu den Shows, die ich mir angucke, zwar in Englisch, ja, aber Englisch will ich eben eigentlich auch ausbauen. Also das wäre noch eine Sache, die ich so unter Kursupdates vielleicht noch mit dazu zähle. Ist nicht Priorität, aber ich würde schon gerne auch die Schule ausbauen dahingehend, dass es auch einen englischen Bereich gibt, irgendwie. Weiß ich noch nicht komplett wie. Aber das wäre eigentlich auch so ein langfristiges Ziel, sage ich mal. Und da würde das auf jeden Fall auch, weil dafür ist es ja auch primär da, die YouTube-Sachen, dass ich dafür damit auch ein bisschen Werbung mache dafür, ne? Also als Marketingkanal sozusagen, funktioniert das auch sehr gut und es befriedigt meine zweite Passion sozusagen. Und es bringt Leuten auch was, ne? Also es macht Leuten auch einfach Freude. Das ist quasi ein Win-Win-Win für alle Beteiligten. Ja, also da Japanisch und Anime, das einfach weiter ausbauen. Ich fände es echt cool. Da hab ich jetzt wirklich so ein bisschen auch einen Anspruch, größer zu werden. Ja, also da wirklich auch den Kanal auszubauen, das reizt mich gerade schon sehr, muss ich sagen. Also da untertreibe ich nicht, wenn ich sage, das ist gerade wirklich mein Herzensprojekt der Herzensprojekte. Ich weiß, ich mache alles gerne, aber das ist gerade, da gehe ich gerade echt am meisten auf, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen will ich das auch nicht länger vermeiden. Da will ich gerade echt fast nicht all in, aber nahezu all in gehen. Also das, was YouTube anbelangt und das. Von der Kunst her generell gesprochen, Art, auf jeden Fall auch, was natürlich dazu zählt, mehr Fanart oder Personal Art, sage ich mal. Das ist besser geworden dieses Jahr, aber immer noch nicht da, wo ich es gerne sehen würde. Die Kurswerke, die ich natürlich erstelle, Lehrstellensachen, das geht natürlich weiter, ja. Aber wenn ich halt mir Ziele setze, dann will ich ja auch ein bisschen Veränderung und das wäre an der Stelle das, was ich gern mehr machen möchte, genauso wie mehr auch Crafting und diese Random Art of Kindness Werke, wo ich einfach auch Gutes mit meiner Kunst tue, weil mir das gut tut und weil das anderen gut tut und den Projekten, die ich damit unterstütze. Das auf jeden Fall auch. Und mehr hätte ich da auch nicht, weil der Rest finde ich
lief gut. Also ich habe das ja eigentlich gut in Erinnerung, wenn ich das so reflektiere, was die Kunst anbelangt. Die Ego-Ziele sind so reduziert. Ich will nicht irgendwelchen Fame gerade damit erreichen mit meiner Kunst. Also wenn ich da keine Art Fans erzeuge und ich will gerade auch echt nicht mehr auf Conventions gehen, zumindest dieses Jahr nicht mehr. Also das kommende nicht unbedingt. Das ist gerade echt fein. Also bin ich echt fein damit, meine anderen Sachen zu machen, meine Videos und Kurse. Ich muss da echt nicht gehypt werden. Das haben manche als Ziel. Ist bei mir jetzt gerade echt nicht mehr. Ich will einfach nur meine Sachen machen. Und manche Sachen habe ich auch gemacht, die hast du nicht in den Stories gesehen. Ja, das kommt auch dazu. Ich habe auch noch on top zu alledem Dinge gemacht, die ich nicht gepostet habe, natürlich. Ich teile nicht mein gesamtes Leben. Oh, surprise, ja, auf Social Media. Also da ist noch mal mindestens 20-30% mehr entstanden. Einfach, weil ich Bock hatte. Ja, einfach, weil ich es wollte. Und das tut gut und das will ich mehr machen. Das vielleicht auch an dich. Du musst nicht alles posten, um glücklich zu sein. Ne? Das ist ja eigentlich so das Hauptziel. Ja, und das Letzte, was ich definieren würde als Hauptbereich für Ziele, ist auf jeden Fall Personal. Also alles, was so nicht beruflich ist, das sollst du dir natürlich auch Gedanken machen. Und ich habe da so, oder was heißt nicht beruflich, aber was nicht direkt Arbeit an irgendwelchen Projekten ist. Und da habe ich so eigentlich hauptsächlich 3 Bereiche. Sprache möchte ich einmal natürlich Japanisch den nächsten Test schaffen, also den JLPT N4, den würde ich gerne bestehen und da muss ich natürlich auch für lernen weiter. Ich mache das jeden Tag, aber ich würde es gerne noch ein bisschen mehr machen. Die Prüfung würde ich gerne ablegen, das ist so das Hauptziel in diesem Bereich, was ich so als mein Hobby ansehen würde. Dann was den Artbereich anbelangt, das Lernen darin, da würde ich gerne Anatomie weitermachen, mich weiter vertiefen. Ich würde gerne Perspektive, passend zu meinem kommenden Kurs natürlich, weiter verbessern darin. Und vor allen Dingen Blender, ich liebe es, wie gesagt, würde ich ebenfalls vertiefen. Und wenn es möglich ist, da tatsächlich mehr zum Thema Geometry Nodes lernen. Was haben wir dann noch? Compositing. Also einfach da und generell im NPR. Ja, NPR kann man eigentlich sagen, also so im stilisierten 3D-Bereich, da würde ich ebenfalls gern noch mehr rennen. Also da hat es auf jeden Fall mehrere Bereiche, da würde ich mich jetzt nicht auf einen festlegen, aber generell gesprochen vielleicht 3D. Und natürlich Business, da will auch gelernt sein, was ich schon gesagt hatte. Eventuell einen Cutter engagieren, dass ich die ganzen Projekte leichter stemme oder eben Videoschnitt vereinfachen. Aber eins von beiden muss es auf jeden Fall werden, weil ich das sonst nicht auf Dauer hinbekomme, wie ich es vorhin schon erklärt hatte, das alles gleichzeitig zu stemmen. Und ja, es macht mir jetzt auch nicht die meiste Freude, die Videos zu schneiden. Es macht mir die meiste Freude, die Videos aufzunehmen. Deswegen denke ich, wird es eher in die Richtung Cutter gehen. Aber da muss ich auch erstmal lernen, wie macht man das, wie setzt man da einen Vertrag auf und wie findet man da Leute. Also das ist auch nochmal auf jeden Fall eine Baustelle für sich. Deswegen auch auf jeden Fall ein Ziel dahingehend. Und natürlich auch generell, was Kursproduktion anbelangt, Videoproduktion. Ja, all das drum und dran, was eben auch eine Schule mit sich bringt und so eine Selbstständigkeit. Da sind schon wieder so viele neue Themen aufgeploppt, seien es neue Gesetze, ne, was gab's da wieder, diese Produktsicherheitsverordnung, hau mich blau, da sind wieder so viele neue unnötige Dinge teilweise aufgeploppt. Ja, mit denen man sich natürlich auch als Selbstständiger beschäftigen muss. Das zählt natürlich auch dazu. Ist nicht unbedingt ein Ziel, was ich gerne habe. Ich sage jetzt einfach mal Bürokratie. Das gehört dazu. Ja, also das wären so meine absolut allgemeinen Ziele. Genauer will ich es auch gar nicht machen, weil irgendwo ist es ja dann auch so meins, ne? Und du solltest das auch für dich machen. Nur, dass du mal so eine Idee hast, wie ich so allgemein an die Sache rangehe. Ich setze mir solche allgemeinen Ziele und versuche sie dann weiter herunterzubrechen, versuche zu gucken, wie ich das auch dann auf gewisse Zeiten mir einplanen kann. Und ich versuche eben möglichst präzise auch zu sein. Ne? Nicht allgemein zum Beispiel, was ich jetzt auch nicht erwähnt habe, ist Fitness. Das ist natürlich auch noch ein Riesending, da Kraftsport zu betreiben und Muskeln aufzubauen. Ne? Aber ich schreibe eben nicht zum Beispiel besser werden in Kunst. Nein, was heißt das denn? Was genau, worin willst du denn besser werden? Wie genau? Ne? Oder was willst du an Projekten umsetzen? Nicht einfach, ich will kreativer werden oder ich will mehr kreativ sein. Nein, was willst du konkret machen? Also das kann ich dir auch raten. Ansonsten, wenn du da noch überhaupt keinen Plan hast, kann ich dir auch noch zwei Produkte von mir empfehlen. Einmal mein Buch Magie der Gewohnheit. Kann ich vielleicht auch mal kurz danach suchen, dass du davon auch eine Idee hast. Auf meiner Webseite findest du das unter Bücher. Ja, Magie der Gewohnheit ist ein Buch, was speziell Kreative durch das Finden von Zielen für
einen selbst und dann eben auch den Aufbau von passenden Routinen, die einen dahin führen zu diesen Zielen, das führt einen genau dadurch. Oder war es mein Ziel, aus meinen Erfahrungen da das ganze Wissen zu sammeln und es so aufzubereiten, dass andere dem auch folgen können in einem Buch. Ich konnte auch echt coole Leute begeistern, wie jetzt hier Bobby Chu oder Andy Park von Marvel, die mir da auch Interviews gegeben haben oder mit denen ich Interviews geführt habe, die mir Antworten zu meinen Fragen gegeben haben, zu dem Thema Routinen und so weiter. Sehr, sehr cool. Bin ich nach wie vor sehr proud darauf und es hat auch schon sehr, sehr vielen Leuten geholfen. Wenn du da also Infos brauchst, wie du da dich in dem Bereich weiterentwickeln kannst, hier mein Buch. Und ansonsten habe ich auch, ist eigentlich 2 Bücher genau, gibt es auch einen Kurs dazu, aber generell was die Planung anbelangt, Projektplanung, ja, das muss auch gelernt sein. Das musste ich auch selber erstmal lernen. Da habe ich auch, wie gesagt, einerseits ein Buch dazu oder wenn du lieber in Videoform lernst, habe ich auch einen Kurs dazu, der auch direkt so heißt Projektplanung für Kreative. Da lernst du das, deine Ziele leichter aufzusplitten. Ja, also Magie der Gewohnheit ist so dieser Anfangspunkt. Was sind überhaupt meine Ziele und welche Routinen brauche ich, um dahin zu gelangen? Und dann, wenn du diese Routinen und Ziele hast, wie kannst du diese einhalten? Also wie kannst du langfristig dabei bleiben? Da hilft dann dieses Projektplanung und vor allen Dingen diese Ziele eben herunterbrechen. Dafür ist das dann sehr, sehr gut, wenn dich das interessiert. Ne? Also ich habe quasi meine eigenen Probleme gelöst und die Systeme dafür, die ich mir über viele Jahre zusammengearbeitet habe, habe ich hier als Wissen zusammengepackt in diesen Produkten. Das war mir wichtig, weil für mich war es einfach ein hartes Thema, das selber zu lernen, weshalb ich das auch an andere weitergeben wollte. Und du weißt, Lehren, ich liebe es, solltest du mittlerweile mitbekommen haben. Ja, deswegen habe ich das dann auch so verpackt, falls es dich interessiert. Genau, aber das nur dazu. Das wären also meine Ziele für 2025, sehr, sehr grob gesprochen, dass du auch so ein bisschen sehen kannst, was dich da erwarten kann das nächste Jahr. Es muss nicht so laufen, ne? Also das auch als kleiner Disclaimer. Es kann auch anders laufen. Das ist erstmal gefühlsmäßig das, was ich jetzt fühle und zu diesem Zeitpunkt werde ich auch noch erst meine Ziele richtig planen. Das ist jetzt das, was ich für das Video hier mache, was ich als ersten Impuls habe. Meistens gehe ich das mehrfach durch, reflektiere nochmal, sind das wirklich meine Ziele? Wie splitte ich das auf und mache ich das wirklich? Was hat Priorität, ne? Also da gehe ich schon nochmal durch. Das ist so gefühlsmäßig. Und wie gesagt, Fitness fehlt noch, aber ja, da lasse ich jetzt mal. Das ist gefühlsmäßig das, was ich mir vorstelle für 2025. Die grobe Richtung stimmt. Ich habe mich gut gefühlt dieses Jahr. Ich hoffe, du auch. Und 2025 kann nur besser werden. Ja, das wäre es tatsächlich jetzt. Ich lasse mal meine Collage eingeblendet. Das war es jetzt tatsächlich zu meinem doch etwas längeren Review zu 2024, meinem kreativen Jahr 2024. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du bist so lange dabei geblieben. Wenn nicht, würde ich es auch okay finden. Es war jetzt ein sehr langes Video. Ich hoffe, du konntest ein paar Learnings mitnehmen. Ich hoffe, du bist inspiriert für das nächste Jahr. Und ich wünsche dir eine wundervolle, erholsame, Weihnachtszeit ist schon vorbei, aber dann Endjahreszeit, sagen wir es so, und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch. Und ansonsten gilt eigentlich nur zu sagen, wie immer, bleib kreativ und bis bald. Und natürlich vergiss nicht zu subscriben, ja? Also lass auch ein Abo da, um da die zukünftigen Videos nicht zu verpassen. Okay, das war's aber jetzt. Ciao, ciao.